Ja, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Event. Ich habe heute dabei Dr. Alexander Brendle von der FHDW und mit ihm möchte ich mich unterhalten, mit euch gemeinsam natürlich, über ein Thema, was uns wahrscheinlich alle brennend interessiert. Und zwar, dass wir KI einfach jetzt auch überall haben und zwar natürlich auch im Informatikstudium. Allerdings nicht unbedingt als Fach, sondern eher als, das verändert einiges. Du kannst loslegen, Okay. jetzt hört man dich. Ja, wir hatten ja schon mal wir beide das Vergnügen und das macht auch immer super viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten und natürlich auch mit allen anderen. Also, bitte Fragen stellen, ne? Ich bin Dozent, an einer privaten Fachhochschule. Wir machen, duales Studium und wir arbeiten halt dort mit vielen, vielen Unternehmen zusammen, um Leuten halt das beizubringen, was die Welt von morgen braucht. Und damit beantwortet sich schon halb die Frage: Braucht die Welt von morgen, solche Dinge wie ChatGPT, mal als aktuelles Beispiel? Und da würde ich einfach sagen: „Ja, wir brauchen das“, ne? Also, und es gibt 'ne Million Gründe. Es gibt Chancen, es gibt Risiken und das wird ja auch gerade überall diskutiert an allen möglichen Ecken und Enden. Und wahrscheinlich ist das genau so, wie das so ist. Man kann Dinge für gute und für schlechte Sachen benutzen. Die Technik erstmal per se ist nicht böse, die tut auch nichts, sondern das sind immer die Menschen, die was damit machen. Ja, was jetzt mit glaube ich, mit dieser neuen Form von künstlicher Intelligenz, weil auch das Thema ist ja nicht neu, ne? Das machen wir ja schon eine ganze Weile. Das Thema ist aus den Einhergeht, ist 70ern. einfach nur dieses schnelle ja, ne, ist einfach dieses schnelle exponentielle Wachstum, mit dem das Ja. einhergeht. Und dafür sind wir Menschen einfach nicht geschaffen, ne? Das können wir nicht gut erfassen. Man kann uns zwar eine Kurve zeigen, aber so wirklich abschätzen, was exponentiell heißt, da sind wir alle nicht gut drin. Ja. Auch die Experten sind da nicht wirklich gut drin. Und das macht's halt gerade so spannend und interessant. Und Hochschulen sehen, glaube ich, generell auch einen Bedarf, das zu tun, weil es gibt ökonomische Gründe, es gibt aber auch ethische Gründe. Man kann damit, wie gesagt, helfen in der Medizin. Jetzt ja ganz frisch wurden ja wieder ein paar lustige Proteine, gefaltet und auch, Serien entwickelt, auch mit Hilfe von so einer Technologie, ja. Man kann sie aber eben auch in dem anderen Bereich einsetzen. Und bei Bildung ist es eben so, für Bildung ist es gut, es kann Bildung unterstützen, es kann Hochschulbildung unterstützen. Aber die persönlichen Fähigkeiten, die halt dazu auszubilden sind, die haben viel mehr damit zu tun, nicht, dass man dann was eintippt und nicht falsch verstehen, ne? Morpheus kommt ungefähr in 2 Wochen auch tatsächlich zu uns an die Hochschule und macht mal so eine Live-Session Prompt Engineering. Also, wer Lust hat, in Paderborn oder zuerst in Bergisch Gladbach bei Köln vorbeizukommen, sei auch herzlich eingeladen, um das dann mal, ja, live zu erleben, auch 'n Morpheus mal live zu erleben, ja. Aber vom Prinzip her ist das per se erstmal ja keine ganz neue Idee. Was neu ist, Ja. ist, dass wir, ich sage mal, selber gar nicht mehr immer feststellen können, was jetzt wahr und was falsch ist. Und das wird eine der größten Kompetenzen von morgen werden, dass jedes Individuum, ne, du, ich, wir alle, einfach lernen, wahr von Fälschung zu erkennen. Auch das ist nicht neu. Das haben wir ja nun schon seit der Zeit, wo die ganzen sozialen Plattformen unterwegs sind. Aber jetzt wird es halt umso schlimmer, weil das ist jetzt als Massenware im Markt. Jedes Individuum kann ohne viel Arbeit sich dieser Technologie bedienen. Und im Endeffekt ist der, der konsumiert, jetzt das Problem. Nicht mehr der, der es macht, sondern der, der jetzt eben einfach lesen will. Und zu lesen oder zuhören gehören eben in Zukunft eben einfach auch Dozenten, Prüfer von Hochschulen, Professoren, also alle diejenigen, die halt jetzt in der Zukunft eben damit klarkommen müssen. Und die müssen eben auch lernen, einfach damit umzugehen. Und Immunreaktionen von allen Hochschulen oder nicht von allen, aber von vielen, die ich kenne, ist Ja. halt erstmal verbieten, ne? Ja. Erstmal alles verbieten, was geht. Ist vielleicht auch gar nicht der unvernünftigste Weg, ne? Denn es gibt ja überall Regularien Ah, ich weiß und diese nicht. Regularien ja, das stimmt schon, aber zumindest heißt ein so 'n Regularium, ne, du sollst es nicht benutzen, ohne es zu dokumentieren. Also, Ja. typische wissenschaftliche Art und Weise ist, zitiere eben nichts oder benutze nichts, was du auch dokumentiert hast. Und damit geht's eigentlich schon los, ja, weil, Ja. mit einer Art von Transparenz oder freiwillig Transparenz zu schaffen, Nachvollziehbarkeit zu schaffen, das ist ja so 'n Anspruch von so 'ner wissenschaftlichen Arbeit, wenn man das, so bezeichnen möchte. Aber wenn man versucht, da zu fudeln, dann liegt's eben an demjenigen, der eben, auch prüfen muss, herauszufinden, ob derjenige, der da vor einem etwas vorgelegt hat, ob das eben, wie auch immer, sein eigenes Werk ist, seine eigene Urheberschaft oder eben nicht. Genau. Und da habe ich jetzt grad mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob du's schon weißt, also seit ungefähr Ja. 'ner seit März hatte sogar hier das Bundesministerium für Kultur und Wissenschaft hier in NRW, Okay. 'ne Art Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Also, um überhaupt erst mal zu klären, was für 'n Status hat denn so 'n Text, der von so 'ner KI geschrieben wurde, ja? Okay. Und das ist hochspannend, weil da kommt dann jetzt seit einer Woche ist das ungefähr raus, über so 'n Daumen. Da kommt jetzt irgendwie so, der
der Drama raus, dass eine KI selber gar keine Urheberschaft an einem Werk haben kann. Und jetzt können die ganzen Hochschulen anfangen, darauf dann, sage ich mal, Regularien zu entwickeln, ne? Also, ob sie das dann zulassen oder in welcher Form sie es zulassen, Okay, was ja. jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Vorher war das alles eine große Dunstwolke, die sich aber jetzt an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen stärker gelegt hat, ja. Also, wenn das jetzt festgelegt wurde, dann ist das relativ beeindruckend, weil dann kann ja eigentlich niemand mehr Urheberrecht auf irgendeinen Text, den er quasi so generiert hat, erheben. Das ist immer so, wie das mit Regelung und Gutachten so ist, ne? Ja. Ja, aber. Ja, Aber aber trotz alledem, ne, es ist das allererste Mal jetzt aufgearbeitet worden mhm, und, die Grundsatzaussage dahinter ist eben einfach 'ne KI selber kann einfach keine Urheberschaft, quasi, erheben. ja, Ja, und damit kannst du auch auf 'n Text, den du geschrieben also, den du dir hast komplett schreiben lassen, kannst du keine Urheberschaft erheben und damit ist es nicht dein eigenes Werk und damit erfüllt es ah, eben gar nicht erst die Kriterien für 'ne wissenschaftliche Arbeit, egal ob das jetzt verboten wurde oder nicht, ne? Also, ja. aber selbst ohne Verbot gibt's jetzt so 'n ganz groben Rechtsrahmen, der dann eben sagt: „Fudel einfach nicht, es tut nicht gut." D das heißt im Endeffekt, alle Und die Bücher, die damit Unsicherheit, die jetzt geschrieben da, wurden, sind quasi kommt, gemeinfrei. ja. Also, Aha, das sind 41 Seiten. Ich gestehe, ich habe sie nicht im Detail bis unten, durchgelesen, weil ich bin auch wirklich kein Jurist an der Stelle, ne? ja, Aber im Kern ist das eine der Kernaussagen dahinter, dass Hochschulen Regularien haben sollen, dass Verbote als solcher Technologien per se auch nicht sinnvoll sind, weil halt 'ne Software auch gar nicht irgendwie 'n Rechtsstatus hat, den man verbieten könnte. ja, Aber dass man jetzt eben hoch und losgehen sollte, dort dann quasi für die Hochschulen selber, dass die sich Regeln geben, damit auch klar dokumentiert ist, wo kann man es tun, wo sollte man es tun, wo darf man es tun. Ja, und dass man auch, und das fand ich auch eine spannende Sache, dafür zum Beispiel auch das Hochschulgesetz nicht ändern muss, ne, sondern die okay. Regularien, die da schon drin sind ausreichend, um auch mit so einer Technologie dann eben umgehen zu können. Ist jetzt nur, aber ne, vor 2 Monaten war das noch nicht so, ne? Da war das alles irgendwie noch Ja, irgendwie ich glaube, es ändert ziemlich sich frei. aktuell grade ziemlich viel, ne? Jeden Tag, also Mhm. wirklich jeden Tag, wenn man sich das überlegt, was, ähm also an unsere Hörer, ich weiß nicht, ob alle diese Zahlen mal gehört haben, aber man redet ja von diesem Wachstum, ne, auch von so einer Technologie wie ChatGPT, die jetzt ja ausgerollt wird an die Leute. Und, so ein Vergleichszahlenwert war immer, wie schnell hat man 100 Millionen Benutzer erreicht, mit welcher Ja, Technologie, ja. ja? Und ich habe die Zahlen nicht mehr alle so im Kopf, aber ich sage mal, Instagram war noch mit eins der modernsten. Das waren so 2,5 Jahre für 100 Millionen Benutzer, ne? Dann kam TikTok, das waren dann irgendwie, wenn ich mich so richtig erinnere, noch irgendwie so 9 Monate, so um den Dreh rum. Und jetzt ChatGPT hat es eben geschafft, in nur 2 Monaten 100 Millionen Benutzer, Mhm. dann Ja, quasi zu das war schon erreichen. beeindruckend. Und 100 Millionen Benutzer da tun vielleicht 99% von was Sinnvolles und was Tolles und eben 1% macht was Blödes. Ja, In welcher Form auch immer blöd, aber das hat eben tatsächlich auch das Potenzial, dass die blöden Dinge auch on the Global Scale haben können. Und deshalb sind auch diese ganzen Initiativen, die das jetzt so ein bisschen versuchen einzubremsen, finde die vollkommen in Ordnung, aber die versuchen einfach darauf hinzuweisen, dass jetzt die Zeit ist für uns, und du machst das ja schon auch schon lange, einfach so 'n Diskurs darüber zu haben, ne? Also, wie wollen ja. wir's denn? Was wollen wir? Wollen wir, dass wir vielleicht in 10 Jahren gar keine Aufsätze und Referate mehr schreiben in den Schulen? Könnte man ja, so In irgendwie, die Richtung könnte sagen, man das ist die gehen. Zukunft, Ja, ne? das ist halt die Dann hakt Frage, man's was eben ab sinnvoll ist. und Ja, ja, aber das muss eben jetzt erst mal einmal tatsächlich durchdiskutiert werden und das mhm. ist auch das, denke ich, was unsere Demokratie so oder Demokratien generell so ausmacht. Also, wir müssen halt gucken, wie soll unsere Zukunft dann eben, aussehen. Ja, Hier, ich habe auch aber noch mal reingeguckt. grade ganz kurz zu dem Urheberrecht, was du angesprochen hattest, das fand ich grade sehr interessant, weil im Endeffekt also, man übernimmt ja normalerweise nicht eins zu eins einen Text von ChatGPT oder von einem LLM, sondern man verändert es ja ein bisschen. Nämlich einmal, was ist, wenn ich Teile von meinem Ergebnis anpasse? Dann habe ich ja im Endeffekt auch wieder, einen neuen Text, der nicht direkt von ChatGPT geschrieben wurde, sondern nur ein Teil davon. Und auf der anderen Mhm. Seite, was ist mit der Eingabe, die ich rein verfasse? Weil die ist ja im Endeffekt trotzdem urheberrechtlich geschützt. Also, schöne Fragen, ja? Ja, Und ich habe wirklich auch nicht die perfekte Antwort darauf, weil diese Fragen haben wir tatsächlich ja nur, das ist ja so 'ne Unsicherheit, da gehen wir über 'n Daumen schon seit 2 Jahren mit um. ja. Ja, also, wo wir alle dann sagen, also, noch bevor ChatGPT 3 rauskam, da ging diese Diskussion tatsächlich ja dann schon los. Aber der rechtliche Rahmen ist ja so, bitte lest es selber. Also, ne, ich kann nur sagen, es ist draußen, Rechtsgutachten, Umgang ChatGPT, hier Ministerium für Kultur und Wissenschaft, hier das Landes Nordrhein-Westfalen. Also, einfach mal durchschauen. Aber
ist eben jetzt das allererste Mal ein Rahmen, wo man eben dann sagen kann: „Na ja, es ist erstmal so, dass die Software selber es nicht kann Ja, und sage mal, die Tür oder die den Spalt offen lässt, ist eben genau das. Es sei denn, in einem erheblichen Maße oder in einem erheblichen Rahmen, wo du das Werk dann quasi ist oder ja. ist ja Teil dessen, der das eben benutzt hat. Und da geht der Philosophieteil los, ne? Ist der Prompt schon genug? Mhm. Oder, wie weit ist denn verändert? Und an der Stelle, wird es An der wahrscheinlich Stelle so sein, dass steigen man wir mal die ersten wahrscheinlich aus. Gerichtsurteile dann eben Trotzdem ist es auf der anderen Seite auch, abwarten glaube muss. ich, ziemlich schwierig zu sagen. Also, ich meine, das ist jetzt die rechtliche Variante und man kann es immer relativ schnell verbieten und einfach sagen: „Ja, nee, benutzt das nicht.“ Aber, ich glaube, es ist trotzdem eine Frage, die geklärt werden muss, ob es noch sinnvoll ist, wirklich Texte selber zu generieren oder generieren zu können oder ob das vielleicht in Zukunft dann einfach obsolet wird. Das ist ne, das meine ich damit, aber das ist dann tatsächlich etwas, was quasi jetzt genau zur Diskussion ansteht. Aber wenn du dir heute die Prüfungsform so anguckst, du hast halt eine Klausur oder so etwas, ist eine Ja, schriftliche Leistung, ne, und da ist normalerweise Hilfsmittel, sagen wir mal, im Normalfall weniger zugelassen, als dass sie zugelassen werden. ja, Ja, also du sitzt halt in einem Raum alleine ohne Hilfsmittel und schreibst deine Arbeit. ja. Ja, diese Prüfungsform ist auch immer noch relativ stabil, weil sie immer noch den Rahmen bietet, dass alle die gleichen Chancen haben und nicht der eine oder andere sich dann parallel dazu mit 'ner Technologie hilft. Es sei denn, der hat 'n super cleveren Mann im Ohr oder sowas, ne? Aber es ist noch relativ, gleich geebnet. Aber wir haben die Entwicklung, die wir ja gesehen haben, ist auch, dass sehr viel hin zu digitalen Prüfungen gegangen ist. Das heißt, immer dann, wenn du jetzt digitale Prüfungen hast und gerade die ganz, ganz großen Hochschulen, ne, die sind ja fast davon abhängig, damit die überhaupt ihr Volumen, gestemmt bekommen. Für die ist das ein Problem, ne, weil das ist eben nicht mehr Bildungsgleichheit, ja, und da hast du eben dann auch wirklich die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass 'n Level Playing Field wieder neu ist und für die ist das schwierig. Und gerade so was wie, ich sage mal, Multiple-Choice-Fragen, ja, Ja, also wir versuchen das halt so gut es geht an unserer Hochschule zu vermeiden, aber das ist natürlich prädestiniert für so eine Technologie, ne? Also, einfach nach Textfragmenten zu suchen und dann im Endeffekt irgendwie 'n Lückentext zu vervollständigen. Dafür ist das toll. Aber mit so einfachen Dingen wie es gibt eine Kennzeichnungspflicht, die gibt's heute eben tatsächlich auch schon. ja. Dadurch, dass du keine Urheberschaft erstmal anmelden kannst, es sei denn, du weist sie nach und das haben wir ja gerade auch schon ein bisschen gehört, ne? Das heißt, auf einmal fühlt sich derjenige, der es benutzt, in der Pflicht nachzuweisen, dass er auch wirklich was getan hat und es nicht mehr einfach so unter den Tisch kehren kann. Das sorgt schon für viel Transparenz und das ist schon total hilfreich. Und das andere ist, dass ich glaube, dass diese Prüfungsformen der Hochschulen sicherlich an allen Hochschulen gerade so hinterfragt werden. Ja, also was ist überhaupt noch ein System von morgen? Ähm, an unserer Hochschule, der Fachhochschule der Wirtschaft, haben wir viel Glück, weil wir halt tatsächlich viel schon auch mit mündlichen, sagen wir mal, so wie Referaten, Seminaren, Vorträgen oder auch 'nem Kolloquium am Ende des Studiums eben arbeiten. Das Mhm. ist also noch mal 'ne, wie damals hieß das, eine Verteidigung der Arbeit. Aber man musste eben wirklich dann vor Ort antreten und musste Fragen aus seiner Arbeit beantworten. Und bei vielen anderen Hochschulen, die ich kenne, ist das gar nicht mehr so, ne? Da musst du nur noch die Bachelorarbeit schreiben und abgeben. Ja, und Mhm. dann hast du deinen Ja, Abschluss. genau. Und, Bei alle mir war die, es die ein das im Moment so Vortrag. machen, die haben halt, ne, größere Ja. Probleme, das sozusagen zu validieren, als die, die immer noch diesen menschlichen, mündlichen Faktor mit drinne haben, der eben immer auch erlaubt, zu überprüfen, Fragen zu stellen und einfach zu schauen, ob das wirklich von dir ist, was du da gemacht hast, weil Mhm. dann kannst du die Fragen ja auch beantworten, ne? Grundsätzlich ja, wenn du 'n Kolloquium wirklich hast. Bei den meisten ist es aber, glaube ich, eine Art mündlicher Vortrag gewesen. Ähm, und den kann man auch so weit vorbereiten. Also, wenn ich jetzt grade zum Beispiel an Fernhochschulen denke, die haben echt Schwierigkeiten, glaube ich, da dann irgendwas zu machen. Weil klar, du kannst Ja, Vorortprüfung kannst du relativ schnell sagen: „Verbieten wir, kontrollieren wir alles.“ Aber eine Fernhochschule muss ja eigentlich einen Vortrag auch soweit erlauben, der im Endeffekt, ja, über Video stattfindet. Ansonsten kannst du es nicht Fernhochschule nennen. Ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwierig. ich sehe an unterschiedlichen Bildungsformen auch tatsächlich größere Schwierigkeiten, ganz klar, ne? Ja. Aber das ist eben dieses Hinterfragen dieser Prüfungsformen so generell. Mhm. Das Dilemma, was du ja im Endeffekt dann tatsächlich damit erzeugst, ist, wenn du 'n Abschluss hast, aber dann am Ende nix damit kannst. Das fällt auch irgendwann im Leben auf. Grad wenn du wegen diesem Abschluss eingestellt wirst. Ja, Wohl wahr, ne? ja. Also, an diesen Stellen, kann das auch durchaus 'n Problem werden. Und die Komplexität
die im Prinzip ja der Faktor Mensch ja noch lösen kann, der ist durch ChatGPT immer noch nicht erreicht. Also Ja. erstmal ist es ja nur ein technisches Werkzeug, ja, was das Gefühl vermittelt, als könnte es eben quasi kreativ sein und damit 'n Menschen imitieren, aber das Stand heute ist es ja trotz alledem noch nicht so. Aber Mhm. der wichtige Part ist, dass wir demnächst als Konsumenten sowas erkennen können müssen, ja. Das heißt, dafür müssen wir wissen, wie die Funktionsweise von solchen Werkzeugen ist. Auch noch mal vielen Dank da, dass du dir da so viel Mühe gibst, das zu erläutern. Ja, und das I also try. auf einer breiten Ebene, ne, also der gesamten Gesellschaft im Prinzip durch alle Schichten und Formen und Menschen durch, dass eigentlich jeder, da seine Fähigkeiten vertiefen muss. Und das ist, glaube ich, so eine Challenge, weil das kriegen wir nicht schnell genug hin, ne? Also, wenn du das jetzt versuchst, in ich sage mal, in das klassische Schulbildungssystem reinzubringen, wo du dann Lehrer schulen musst, die dann, Kinder schulen. Ja. Also, da werden wir niemals schnell genug sein mit der Art und Weise, wie sich dieses Thema einfach da weiterentwickeln. Und deshalb Aber gibt es es ja auch ist diese vielen Initiativen, so ein bisschen davor warnen, also, dass wir ja. vielleicht mal versuchen, 'nen Gang runterzuschalten, was das Ausrollen angeht, ja. Das stimmt, ja. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine riesige Chance, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, man spricht sehr, sehr viel nur über diese Gefahren von, man kann nicht mehr Ja. kontrollieren, ob jemand wirklich etwas kann, ob jemand wirklich zum Beispiel programmieren kann oder wirklich Informatik verstehen kann. Aber also, was ich zum Beispiel sehe, ist, dass menschliche Komponenten einfach in Zukunft sehr viel wertvoller sind, weil gerade auch schon jetzt brauchst du als Informatiker extrem viele Soft Skills, weil du mit deinen Vorgesetzten, mit deinem Team und mit deinen Stakeholdern reden musst die ganze Zeit im Endeffekt. Aber, ich glaube, gerade diese Komponenten kann halt KI nicht so gut ersetzen. Und wenn wir uns dann am Ende wirklich überlegen: „Ja gut, dann kann ich aber auch KI einfach einsetzen, um das Lernen besser zu machen“, oder nicht? Also, um das Lernen vielleicht das, was wir jetzt nicht leisten können, dass wir zum Beispiel einfach zu wenig Lehrer haben, zu wenig, Leute, die wirklich speziell eine Person unterstützen, dass das vielleicht besser wird. Also, man kann da verschiedene Blickwinkel dann ja, wenn man so eine also, ne, global, sagen wir mal, ökonomisch, sagt man so salopp und wie gesagt, die Zahl bitte nicht auf die Goldwaage legen. Also, erstmal so für 'n Rahmen, ne? Also, wir haben in der westeuropäischen, Hemisphäre so ungefähr 700.000 einfach Fachkräfte oder auch nur Arbeitskräfte einfach zu wenig. Ja. Ja, und, um überhaupt die Dinge zu tun, die wir einfach nur ganz normal tun müssen. Mhm. Da ist natürlich, so 'ne Sache wie ChatGPT, einfach um effizienter zu arbeiten, um eben, sage mal, schneller zu arbeiten, einfach perfekt. Ja, also damit können wir eben viele Dinge tun. Gerade wenn es ums Programmieren geht, hätte ich früher auch nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ich habe gedacht, Programmieren ist der letzte kreative, artistische, ne, die Disziplin, die man durch Menschen nicht ersetzen kann. Aber vom Prinzip her Ja. ist, wenn du dir die letzten Technologiekonferenzen und auch draußen am Publikum, wer das nicht gemacht hat, der sollte noch mal mäßig Keynotes nachgucken. Von der Google I.O., die war vor Ja. einer Woche, ne? Also, man Super könnte sie auch spannend. Google AI nennen, ne? Also, Ist wirklich und so. grade letzte Woche war das Gegenstück von der Microsoft, ne? Also, das ist die sogenannte Build, Ja. Konferenz, die Developer-Konferenz. Die konnte man auch komplett unter dem Stern AI überschreiben. Aber es ist jetzt eben nun tatsächlich so, dass da ein paar große Konzerne versuchen, eben, Positionen zu erringen. Das heißt, die werden das in den Markt treiben. Es wird da sein. Ja. Man wird es natürlich am Ende aus amerikanischer Sicht versuchen zu kommerzialisieren, aber ist egal. Also erstmal ist es ein Massentool geworden, was einem bei der Arbeit unterstützen kann. Und worauf ich hinaus wollte, war, wir hatten letztens tatsächlich auch noch einen Sprecher, so 'n Azure Data Architekten von der Microsoft bei uns zum Vortrag an der Hochschule. Und der sagte mal eben so eine lockere Zahl, na ja, jetzt schon, ne, sind 40% des Codes auf GitHub sind es ist im Endeffekt über eine Maschine geschrieben. Und letzte Woche war dann Gut, quasi in einer Bibliotheken, ja. dieser Breakout-Sessions auf der Bild, Mhm. ja, wo dann die Aussage war, 46% des neu geschriebenen Codes, jetzt schon, 46% des neu geschriebenen Codes ist ChatGPT generiert, ja? Und das ist 'ne Ansage, ja? Okay, Also, 46% man ist könnte viel. das vielleicht auch so interpretieren, ja, du brauchst die Kreativität, du brauchst die Struktur, aber weißt du, so irgendwelche blöden Datenbankabfragen zu programmieren, wo du früher halt, ne, unendlich lange SQL-Statements schreiben musst, so zu verstehen in einer Programmiersprache deiner warum, ne? Also, wenn du 'ne ganz konkrete Aufgabe hast, dann nehmen die Leute sich das und lassen sich da helfen. Also, das ist der Teil, wie es heute faktisch dann funktioniert. Ja. Hat später auch noch 'n Problem, weil du musst auch da ja irgendwie sicherstellen, dass du dir nicht irgendwie von ChatGPT etwas geben lässt, was vielleicht unter 'ner GPL steht. Ich meine, kann passieren, steht meistens nicht dabei.
Und wenn du das eben tust, hast du natürlich als Programmierer, der in einem Unternehmen unterwegs ist, immer die ganz große Gefahr, das ganze Unternehmen zu ruinieren, Ja, ne, wenn du da einfach Code nimmst, was nicht weiß, was für eine Lizenz dahinter ist. Aber hey, das sind so die Dinge, die muss man eben jetzt in Zukunft lernen, ja? Man muss lernen, sie zu beachten, man muss lernen, darauf aufzupassen. Und das ist eben auch Sache der Hochschule, so ein bisschen drauf zu gucken, was ist denn jetzt genau das, was dann in der und Zukunft was noch braucht wichtig man? wird, Ja. ne? Mhm. Und was braucht man, ne? Und das ist eben mehr als nur den technischen Einsatz, sondern eben auch den Rahmen definieren, tatsächlich gucken, was man wie zu welchem Zeitpunkt einsetzen muss, was Überprüfungstechnologien, Techniken sein können für einen selber, aber eben auch für den eigentlichen Arbeitgeber, der dahinter steht. Das sind so ein paar Fragen, auf die kommt das jetzt an. Und, wann war denn das jetzt? Vor 4 Wochen hatte der Bundestag, auch das ist öffentlich, also wer gucken will, sollte sich die 1,5 Stunden auch mal antun, Okay. in so einer Technologiefolgenabschätzungsdebatte einfach mal auch über ChatGPT gesprochen. Das war auch hochgradig spannend. Da ging es auch so ein bisschen drum, Chancen, Risiken, ne? Da musst du mir So, den Link was schicken, ist das das kenne ich noch typische nicht. deutsche Verhalten dazu, ne? Ja, Ne? Also, auch die DSGVO war von der Grundsatz her, also, dann nennen wir sie mal die GDPR, also ja. europäische Variante war nicht schlecht, bis man dann eben in Deutschland gesagt hat: „So, jetzt zeige ich es euch“, ne? Aha. Also, das wird ja in anderen Ländern nicht ganz so doll gelebt wie wir und vielleicht laufen wir jetzt in dieser Gesamtdebatte auch wieder so Gefahr, dass wir, eher problemorientierter rangehen als eben chancenorientiert und ich wäre auch ein Fan davon zu sagen: „Ja, man muss aufpassen. Ja, man sollte auch möglichst gucken, ja, dass man, versteht, was man da tut, dass man eine bewusste Entscheidung trifft, die Sachen in den Markt zu bringen, aber dann halt vielleicht doch chancenorientiert daran zu gehen, ne? Ja, Weil es wird eh kommen. Also, an irgendeiner Stelle wird es eh kommen. Das soll jetzt kein gutes Argument sein, aber die typischen Dinge, die man halt öfter hört: „Ja, es ist schneller, es ist schöner, es wird ne, ich werde produktiver.“ Das sind so die Narrative, die dann eben, persönlich da mit einhergehen. ja, Das ist aber die Erweiterung des Potenzials der eigenen Person, deshalb macht man's so gerne, ne? Also, weil es ja. steigert ja enorm erst mal die eigenen Fähigkeiten, Dinge zu tun oder in einer endlichen Zeit zu tun, ne? Und die anderen Dinge, die dann irgendwo da drinnen stecken, dass da irgendwie 'n Bias drin ist, also in den Daten, weil die Daten sind nie neutral, dass es nicht wirklich transparent ist, was damit wann wie wo passiert. Und Das ist hey, halt in der ich weiß Natur der nicht, Sache, ne? wie viel Milliarden Eingabeparameter hat ChatGPT, also irgendwo zwischen 100 und 175 oder so was. Das ist Wenn wir das dann GPT-3, sozusagen 5 überblicken, wie gewesen, viele ja. Layer sind es? 56 bis 100 oder so. 'Ne Ja, größere 3, Variante 5, waren, glaube ich, ja. 96. Ne, irgendwie so. Also, Ja. ja, also, an dieser Stelle, es kommt und ich glaube, an vielen Stellen kann das unglaublich viel Gutes tun. Im Programmieren, da passiert's eben jetzt schon, dass diese ganzen Copilots, mit GitHub dann zusammengemerged werden. Da sieht man's wahrscheinlich sogar am ehesten, weil an dieser Stelle, glaube ich, so 'ne einer dieser Technologieriesen jetzt ziemlich weit vorne ist, was das angeht. Mhm. Und in Richtung unseres ganzen jungen Publikums, auch unserer Studenten, meiner Studierenden, einfach ist es besser, dass man Bescheid weiß, wie es geht, dass man das für sich nutzen kann und dann aber ganz bewusst die Entscheidungen zu treffen: „Will ich das oder will ich das eben nicht?“ Aber dafür muss ich eben Oder in welchem so weit, Ausmaß. aufgeklärt sein und so weit in der Lage sein zu verstehen, was da passiert, dass ich da auch 'ne gute Antwort geben kann und eben nicht irgendwelchen plakativen Fake News, da sagen wir mal, dahin falle oder anheimfalle, die dann natürlich auch auf der Negativseite halt genutzt werden können, ne? Ja, natürlich. Als jetzt eben Es ist halt immer diese Gefahr da, aber ich meine, wir werden es so oder so benutzen und wenn wir es dann eben lernen, richtig zu benutzen, ich glaube, das ist ja, damit müssen wir einfach umgehen lernen. Was mich eigentlich, zu der ersten Frage noch mal zurückführt, die wir so halb beantwortet haben. Wo würdest du persönlich so die Grenze setzen? Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, Studenten hast, die eine Abschlussarbeit haben, was sagst du, wo würde das sinnvoll quasi die Grenze zu KI gesetzt werden? Wie viel darf man benutzen? Ist also Recherchetools, sollte ich da mit Bing KI suchen dürfen? Oder sollte ich vielleicht sogar Autokorrektur benutzen können? Words vielleicht Bild in KI-Generator für Texte? Ach, 'ne sehr schöne Frage. So, jetzt muss man wieder unterscheiden, ne, als Vertreter einer Hochschule und ich Ja. setze mal persönlich als Dozent vor Ort. Jetzt rede ich mal als Dozent quasi erst mal vor Ort, weil das ist der Rahmen, wo es halt, wenn man so will, bei mir 'ne klare Regelung gibt. Im Gegenteil, ich fordere sogar die Menschen auf, ChatGPT zu nutzen, weil das ist, Mhm. hat 'n bisschen tatsächlich schon auch bei unseren Studierenden, die reine Google-Suche verdrängt. Ja, so aber Mhm. was hast du bei Google gemacht? Du gibst 'n Begriff ein, freust dich über 'n Autocomplete, ne, dann da bist du dem Algorithmus ja schon ein heimgefallen, dass er dir ja anbietet, was du gerne hören wolltest.
Dann hast du da irgendwie eine Liste von 20 oder so Einträgen, wo aus denen du entscheiden musst, was jetzt davon richtig oder falsch ist. Und Ja, dann hangelst du dich so ein bisschen da entlang. Ne, also ChatGPT macht das wirklich schneller. Ne, also wenn du einen vernünftigen Prompt da reingibst, eine richtige Frage stellst, du kriegst eine gute Übersicht. Da können und werden sicherlich auch irgendwelche, ne, dummen Dinge drin sein. Was war irgendwie gestern oder vorgestern drin, dass irgendein Anwalt vor Gericht gezogen ist und mit irgendwelchen ja, ja, nicht existierenden, künstlich, aber von ChatGPT hervorgekramten, Gerichtsurteilen, die da ja. angeführt wurden. Ja, aber du hast aber trotzdem erst mal eine Orientierung, ne? Du hast eine Orientierung, wo du hingehen kannst und sagen kannst: „Gucke mal, jetzt kann ich dem Ganzen nachgehen, kann gucken, ob die Quellen stimmen, muss das eben hinterfragen.“ Und für so eine klassische am Ende so eine wirkliche wissenschaftliche Arbeit musst du ja immer irgendwie hingehen und den State of the Art raussuchen. Also, was ist das, was dein Problem in der Welt beschreibt? Was haben Menschen schon getan in irgendeiner Art und Weise? Wie sind sie das angegangen? Ja, Was hat er oder sie in A und B oder C herausbekommen? Wie bewertest du das, also du als Individuum, und was ist jetzt deine Hypothese, wie du das Ganze vielleicht verbessern solltest, ne? So als so ein klassischer Aufhänger. Und deshalb kann dir das als Input unglaublich helfen. Ich glaube, beim sich darauf verlassen, dass die Lösungen richtig sind, da würde ich dann den Haken dran machen und würde sagen, ich will wirklich jede einzelne Zeile, die dann generiert übernommen wird, die möchte ich gern gekennzeichnet haben, damit ich das einfach abschätzen kann, ja. Also, wenn man ja. sich die Informationen sucht, ist das total halte ich sogar für extrem wichtig und gut, weil viel schneller kriege ich jetzt selber auch keinen Überblick über ein fachfremdes Thema. Das ist eben so das 'N Ding. Also, fachfremdes Thema, ich habe das jetzt auch ne? mittlerweile wirklich angefangen für die Videos, einfach mit Bing zu recherchieren, oder jetzt dann auch mit ChatGPT mit dem Browsing-Plugin da, weil du im Endeffekt wirklich einen Aufsatz bekommst von Netzquellen zusammengefasst und du suchst dir dann immer diese Netzquelle raus zu dem Satz. Also, es ist ja wirklich mit Hyperlink für jeden einzelnen Satz mit Belegen dabei. Und ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass wirklich jeder Satz mit Belegen unterfüttert ist. Und dann kannst du immer noch mal nachgucken, steht das da auch wirklich drin? Ist das sinnvoll, was da drin steht? Sollte ich vielleicht noch mal selber Genau, das nachlesen. musst du aber auch tun. Ja, ja, auf Ja, jeden Fall, klar. das musst du aber auch tun, ne? Das ist halt das Wichtige Aber dabei, da ja. wenn die Quellen da sind, finde ich das vollkommen legitim, sie auf diese Art und Weise zu finden, ne? Aber es Ja, spricht dich halt nicht davon frei, zu überprüfen, ob das, was da gekommen ist, eben wirklich richtig ist. Und das ist dann eben die neue Verpflichtung, die du dann als Autor oder Schreiber dann eben hast, ja, ja. damit du dann auch nachweisen kannst, dass das, was da vielleicht von der Maschinerie eben kommt, eben auch tatsächlich richtig war. Aber deine eigenen, Urteile, deine eigenen Hypothesen, deine eigene Bewertung des Ganzen, wenn man mal auf die gute Seite der Macht schaut, ja, die musst du ja wirklich selber schreiben. Wenn die Maschine sie schreibt, sind es nicht deine, hast du kein Urheberrecht dran, darf das in so 'ne Arbeit nicht rein. Ja. Wenn du versuchst zu fudeln, kannst du, glaube ich, das, tun. Es gibt auch jetzt schon, also, weiß nicht, einfach mal googeln, ne, ChatGPT in der Schule Arbeiten schreiben. Es gibt ja mittlerweile wirklich für wie alles eine Anleitung, in welchem Fach du wie fudeln könntest. Ja, das ist ja, Jeder ne, aber Journalist es, hat das Thema wirklich zu Tode genötigt. Ich habe ja. ChatGPT zum XY-Machen ausprobiert. Und es gibt jetzt auch dann die ersten Tools, die vermeintlich, dagegen ankommen. Ich weiß nicht, wie heißt das? Giro GPT oder sowas, ich weiß nicht, oder GPT Zero, irgendwie eins von den beiden. Ja, Ja, also die sagen eben, man kann erkennen, ob der Text dann eben wirklich, generiert oder rein generiert ist. Ja, aber dieses Wettrüsten, das wird am Ende eben einfach keiner gewinnen, ja, also, und aber das Hochschulen müssen sich ja, überlegen, ob sie ihr Prüfungswesen überarbeiten müssen mhm, und in welcher Form, um einfach sicherzustellen, dass die Menschen, die da rauskommen, eben die Fähigkeiten haben, mit der Welt von morgen umzugehen. Weil wer sind denn so die Designer, die Kreativen, die hoffentlich auch meine Rente bezahlen, hoffentlich irgendwann mal. Ja, wäre total schön, wenn das Land halt so produktiv bleibt, ne, dass man eben in dieser Welt mitspielen kann. Und das sind Fähigkeiten, davon muss man ein Verständnis aufbauen von den Dingen, mit denen man arbeitet. ja, Das ist schwer. Und es ist auch, wie gesagt, dadurch, dass es an vielen Stellen auch mit exponentiellen Funktionen oder doppelt exponentiellen Wachstumsfunktionen zu tun hat, auch wirklich schwer zu verarbeiten. Aber man muss sich halt damit beschäftigen und ganz bewusst sagen: „Okay, das wollen wir, da müssen wir hin und das ist der Teil, den wir ausbauen.“ Man mhm, kann es, glaube ich, an Anwendungsbereichen besser festmachen als mit der generellen Engine oder mit irgendeinem dieser großen Sprachmodelle. ja.
Denn die Technik ist ja erstmal nicht schlecht. Also, viel spannender ist so, wie wächst das denn weiter, ne? Diese Überlegungen sind ja auch überall jetzt. Wenn Ja, du sagst, ChatGPT hat jetzt mehr oder weniger das ganze Internet schon als Input bekommen, auch wenn es vor 2 Jahren war, das aktuelle Modell, ja? ja. Weil irgendwann, stopft noch mal dasselbe rein, dann ist aber der ganze Text, der im Internet weg ist dann fort. Was machst 'n dann? Dann kannst du das Modell erstmal nicht so weiterentwickeln. Hm. Dann haben wir das, was so diesen klassischen AI-Winter vor 30 Jahren so geprägt hat, ne? Dann ging's halt in der Entwicklung nicht weiter. Jetzt dann wird's dann spannend. Also, wenn man hingeht und dann tatsächlich und die ersten wie heißt denn dieses Tool von OpenAI? Whisper oder so? Also, jetzt erstmal Zum versucht wird, sowohl Transkribieren, meinst du? aus Podcasts wie auch aus Videos im Endeffekt daraus Text zu generieren, Ja, der dann wieder, ne, das Modell wieder füttern kann, ja? ja, damit du Oder dass die gesprochene ersten Sprache jetzt hast. angefangen haben, ihre eigenen Trainingsdaten zu schreiben oder dann um sich selber zu optimieren. Ja, ja. Da wird's dann Oder sogar interessant. Ich glaube, Output da als ist dann Regulierung Trainingsdaten. auch gar nicht schlecht. Ja. Ja, aber es geht eben so schnell, es muss eben schneller gehen, denke ich mal, mit unseren Regulierungsmaßnahmen oder mit den Arten und Weisen, wie man damit umgeht. Und da haben wir Auf bisher jeden kein gutes Fall. Bild abgegeben als Menschheit. Ne. Ja, ich weiß nicht, die Dokumentation The Social Dilemma oder Social Dilemma? Ah, die habe ich doch auf der Watchlist. Das ist eine von denen, die ich noch nicht geguckt habe, weil ich irgendwie dachte: „Ach, Würde ich mal empfehlen. Also, hier auch ans Publikum. Wer Spaß hat an solchen Themen, wer Zugriff zu Netflix hat, sorry dafür, aber da läuft es. Ist so 'ne schöne Zusammenfassung von dem. Das heißt, ne, da waren die sozialen Plattformen, die waren damals ja auch schon KI getrieben, also, wenn man das mal so nennen will, aber da war die KI eben noch in den Händen der Konzerne. Jetzt ist halt, ne, 'ne ähnliche Analogie, Technologie eben in den Händen von aller Welt und jedermann, dass man, dort dann einfach schaut, was sind so die strategischen Ziele, ne, die da so hinterstehen. Jetzt haben wir halt die zweite Begegnung und es gab damals wie haben die das gemacht? Wie hieß denn der Typ, der das geschrieben hat? Irgendwie, wie hieß denn das? Taken Harris oder so ähnlich hieß der. Also jedenfalls, war so der Punkt, also in dem Moment, wo das anfängt, in die Gesellschaft zu verflechten, kann man es eben nicht mehr gut trennen. Ja, bei Social Media ist es durch. Sozusagen, es ist überall unten drunter. Wir können uns da nicht mehr davor wehren, müssen nur gucken, wie wir es irgendwie gemanagt bekommen. Aber bei AI oder bei künstlicher Intelligenz, KI, da ist es eben gerade der Punkt, da ist es noch nicht komplett verwachsen mit der Gesellschaft. Aber wenn man das sieht, dass das jetzt, ne, über Copilot in jede Technologie reinkommt, Google das überall reintreibt, wo es geht. Und nächsten Montag, Dienstag ist, glaube ich, hier die WWDC von Apple. Ich oh, glaube, wir beide würden nicht stimmt. gegeneinander auf 'n Kaffee wetten, was das einzige Thema sein wird, was Ich glaube, bei ihnen kommt an noch diesem AR Termin dazu, aber da wird auch KI drin sein, irgendwo. ganz kräftig, ja. Ja. Also, das ist, ja, also das heißt, dieser Part, der Pfad, jetzt fange ich schon an, so Deutsch-Englisch zu wuseln. Ja, also das ist, glaube ich, so 'n entscheidender Part, wo man halt gucken muss, dass wir aktiv drüber reden, ja, weil Mhm. damit wir eben wissen, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und dann wieder ganz runter auf den Level eines Einzelnen. Ich bin ein Riesenfan davon, Leute zu enablen, damit umzugehen und zu verstehen, was sie tun, damit sie da ihr Schicksal selber in die Hand nehmen können, Ja. als dass sie halt irgendwie dann gesteuert und einfach, irgendwie manipuliert werden, ohne dass sie sich dagegen wehren können. Also, ich bin 'n Freund von A, ne, und deswegen, gucken wir auch, dass wir diese Technologien auch dann ins Studium jetzt so mit reinbringen, dass wenn man jetzt anfängt zu studieren und in 3 Jahren damit, nach dem Bachelor das erste Mal fertig ist, dass man einfach dann das ganze Rüstzeug hat und die Fähigkeiten und auch dann nicht wie 'n Kanickel vor der Schlange davor steht und nicht weiß, was man damit machen soll. Das Ding ist, ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt, dann ist es auch nicht mehr so übermächtig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also, ich meine, je mehr man damit arbeitet, desto mehr merkt man natürlich auch, dass gerade wenn ich Code schreibe, gerade wenn ich Aufsätze generieren lasse, dass die niemals irgendwie so gut sind wie das, was 'n Mensch generieren würde. Oder lass es mich vielleicht nicht so allgemein formulieren, Vorsichtig. aber dass, wenn Mensch und KI so was zusammen generieren, dass es dann meistens noch mal deutlich besser ist. Ähm, Ja, und deswegen, ich glaube eher, dass es ja. in naher Zukunft ein Tool sein wird für Entwickler, ein Tool sein wird für alle, die irgendwas mit Texten zu tun haben und vor allem ein Brainstorming-Tool. Zudem nutze ich es hauptsächlich gerade tatsächlich, zum Recherchieren oder zum Überlegen, was macht überhaupt Sinn als Video? Was muss ich vielleicht an Aspekten noch in ein Video reinpacken? Und ich glaube, das ist sehr, sehr mächtig. Aber wenn wir jetzt wirklich weiter in die Zukunft gucken, dann haben wir natürlich immer diese riesigen Mengen an Inhalte, die wir dann auch immer mehr da reinpacken und immer mehr Wissen quasi anhäufen. Und selbst wenn wir das nicht tun, in jeder Anfrage steckt ja immer noch mehrere Inputs drin. Also ich meine, ich habe jetzt
gerade für das Video am Freitag einige Plugins getestet, die ich da vorstellen werde. Da kann ich YouTube-Videos mit analysieren. Also wirklich jetzt schon. Ähm, und da habe ich natürlich Ja, dann ja, direkt ein Plugins. Also YouTube-Video als allein die ja, Idee, ja. nicht nur das Basismodell auf 'n Markt zu bringen, sondern direkt 'ne Plugin-Architektur, sodass jeder mit 'nem Entwicklungskit, also das war letzte Woche, war ich so fasziniert davon, ja, mehr oder weniger in 'ner Viertelstunde sich sein eigenes Plugin schreiben kann und, sage mal, so Wenn er 'n denn Zugriff Language hat. Model damit ein ja, ja, ja. Hab Aber noch es ist keinen. trotzdem es hat 'ne ganz andere Dynamik als früher. Also, es ist wir reden ja nur also Ja, Automatisierung ist ja nichts Neues, ne? Unsere gesamte industrielle Revolution hat immer auch so mit Automatisierung zu tun gehabt. Aber jetzt geht es eben noch mal schneller. Ja, jetzt muss man sich eben noch mal tatsächlich dann fragen: „Sind die Fähigkeiten, die ich habe, sind die für die Welt von morgen ausreichend oder muss ich mich als Individuum da wirklich, ja, einfach schon gut drauf vorbereiten“, ne? ja. Und ich glaube schon, also wenn man sich die verschiedenen Studien von allen möglichen Universitäten und auch Beratungshäusern anschaut, dass also die klassischen Bürojobs sich durchaus allein deshalb verändern werden, weil dann solche Automatisierungstechnologien dann an der Stelle einfach mit reinkommen werden. Also, es wird sich was tun, ja? Es wird sich ganz einfach was tun. Auf jeden Fall. Also, es muss sich auch tatsächlich was tun, weil wenn es diese Tools gibt und sie werden einfach nur tot ignoriert, dann wird es halt einfach nicht funktionieren. Dann werden die, die sie halt benutzen, sehr viel mehr Vorteile haben und, die, die sie nicht benutzen, werden halt stark benachteiligt sein. Und da würde ich tatsächlich schon mal direkt die nächste Frage schnappen, ähm, die mir auch gestellt wurde auf Instagram, in der Story war das. Wird zukünftig erwartet, dass man ChatGPT und Co. verwendet, um durchs Studium zu kommen? Also, Stand heute ist das noch nicht so. Mhm. Ähm Und die Diskussion ist auch tatsächlich noch offen. Ich habe keine echte also jetzt nicht. Also wer immer jetzt anfängt, braucht damit keine Sorgen haben und in den nächsten 2 Jahren wird das auch nicht so sein. Ja. Ne, einfach weil der ganze Hochschulapparat insgesamt, ja, und die öffentliche Diskussion, die wird noch so eine Weile dauern. Aber die Strategie, die jetzt überall ausgerufen wird, ist tatsächlich ja, einfach weil es braucht einfach auch eine Zeit, ne? Nehmen wir's mal an, du müsstest das in irgendwelche Regeln gießen, dann hast du eine Legislative, die braucht auch sehr lange, bis sie dann das Ganze umsetzt. Hochschulen mögen in sich ein bisschen schneller sein, aber es macht keinen Sinn, dass eine einzelne Hochschule da etwas umsetzt, was die Hochschule ein Dorf weiter sozusagen ganz anders regelt, ne? Also, Ja, dann da muss ein Konsens her und dieser Konsens, der braucht eben noch eine das Weile. wäre schön, ja. Ich glaube, das wird sich einfach daraus ergeben, dass man, diese Fähigkeiten haben muss, um mit immer weniger Menschen immer mehr in einer Hochtechnologiegesellschaft zu erreichen. Also, das sind Fähigkeiten, von denen ich glaube, dass sie, später zu den Digital Natives dazugehören, dass die Mhm. Leute das eben können. Und dabei ist eben nicht nur das drücken können, sondern eben tatsächlich auch das bewerten können, das reflektieren können über das, was man da gesehen hat. Ja, das sind so Fähigkeiten, die man seit Gott, seit, weiß ich nicht, vielleicht nach 5 Jahren unter diesem Begriff Digital Literacy Ja, subsumiert, den Leuten halt Fähigkeiten mit beizubringen, mit Daten umzugehen. Jetzt ist es auch 'ne besondere Art, mit Daten umzugehen, aber nur noch 'n Schritt weiter, ja? Also, von ich daher glaube ich, ja, das wird eine Grundfähigkeit sein, die wir als Gesellschaft brauchen. Und das wird man dann auch schon hoffentlich in den Schulen, in den Anfängen so den Leuten mitgeben. das Und wäre die schön. Hochschulen werden das halt dann quasi, ausformulieren und eben, auch, mal nutzbar machen für Zusatzergebnisse. Das wird die Aufgabe von Hochschule von morgen auch sein, ja. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass diese Medienkompetenzaufgabe in naher Zukunft grade auch schon in Schulen sehr früh angefangen werden muss zu unterrichten, weil, diese Tools sind ja wirklich überall. Also, ich meine, wenn ich mir angucke, wann man anfängt, Google zu nutzen, so statistisch gesehen, dann ist das schon noch einstellig mit dem Alter. So, dann fange ich an, Google zu benutzen. Google hat jetzt aber bald wahrscheinlich KI in ihren Antwortsystemen drin. Haben sie ja jetzt schon quasi, aber, sie haben Mhm. KI dann wahrscheinlich, dass dir deinen Text vorformuliert und dann halt auf Quellen verlinkt und dann musst du selber hergehen, diese Quellen nachvollziehen. Im Endeffekt ist dieses auf Quellen achten und Mhm. diese Quellen prüfen ja wissenschaftliches Mhm. Arbeiten. Nur, dass du halt den Autor in dem Fall nicht menschlich hast, sondern es ist halt 'ne KI. Im Endeffekt ist das immer noch genau dasselbe. Also, das ist chancenorientiert halt, ne, Ja, dranzugehen. ja. Ich, hatte letztens, das fand ich total spannend, habe ich 'nen, Talk gesehen auf TED, also für alle, die TED nicht kennen. Mhm, Das mhm. ist, wenn man so auch so 'ne Plattform, also TED, also wirklich wie der Teddybär, ja, Gibt's auch auf wo YouTube. man halt wirklich viele interessante genau, auch interessante Talks findet. Da hat, sage mal, der Chef der sogenannten Khan Academy, vielleicht kennst du den ist auch, wenn man Ja, so 'ne ja, ja. Bildungsplattform. Mhm.
der hat dann mal gezeigt, wie das eben funktionieren kann. Ja, also, dass Mhm. man ChatGPT da mit hineinnimmt, aber ChatGPT nicht direkt durchschaltet dann zum jeweiligen Lernenden, sondern davor, wenn man so will, noch eine Vor-KI baut, die dann eben, wenn eine Frage gestellt wird, eben keine Antworten gibt. Also, nicht so nach dem Motto: „Integral von, x dx ist irgendwas“, sondern dass man eben sagt: „So, wie würden wir denn da rangehen?“ Und dann anfängt, in so eine Art Beratermodus zu gehen und den oder diejenige dann dahin leitet. Also, das sind Ja, ganz andere Chancen, tatsächlich auch die Bildungslandschaft jetzt noch neu zu gestalten, mit diesem Werkzeug im Hintergrund, was einem tatsächlich viel Arbeit abnehmen kann. Und auch gerade im Bereich Mathematik sind die Standard Language Models ja viel besser, als man gedacht hat, ne? Also, wenn ja, ich mir so wenn ich, also, das ChatGPT 3 war noch nicht so gut, habe ich ne, gelernt. war ChatGPT furchtbar. 4, ist Das ist da schon sehr viel besser. Und, mhm, als ich gesehen habe hier, war ja grad lustig, grad vor 2 Tagen, 3 Tagen, ChatGPT 4 hat das bayerische Abitur bestanden. ja, So, ähm, ja, aber das halte ich jetzt gar nicht für so schlimm, ne, weil grad verschiedene Abschlussarbeiten von MBAs an amerikanischen Universitäten, das probieren die schon Leute seit Jahren. Aber jetzt ist es ja, eben, dass es mehr und mehr einfach gelingt, ne? Also, ohne dass man großen Aufwand drum rumtreiben muss, ja? ja. Das Ding ist, glaube ich, Von auch, daher glaube ich, ist das also, wenn du jetzt sagst, ChatGPT ist gut in Mathe, ich glaube, bei ChatGPT 4 haben sie tatsächlich noch diesen Modus reingepackt. Ich ja, muss diesen Erklärbär-Modus, den genau, finde ich halt sehr schön, ne? genau, Also, dass man dass du quasi im Schritt für Endeffekt nicht Schritt nur da das Ergebnis reingeht. kriegst, sondern auch noch die Genau. Erläuterung dazu, ja. Genau. Und, dieser Modus oder dieses, Schritt für Schritt daran gehen, das hilft diesem Large Language Model. Ich habe da auch zu 'nem Paper gelesen. Das hilft ihm einfach selber beim Reflektieren: „Okay, was muss ich als nächsten Schritt machen?“ Und die einzelnen Schritte sind dann wiederum so einfach, dass das Language Model das easy hinkriegt. So funktioniert das wunderbar. Und ich glaube, das ist aber auch gleichzeitig das, wie wir Menschen zu besseren und einfacheren Ergebnissen kommen, lustigerweise. Weil wenn ich jetzt eine Aufgabe, eine Matheaufgabe kriege, die halt so groß ist, kann ich die auch nicht einfach lösen. Ich breche die ja auch in einzelne Teile runter. Und diesen Erklärmodus dann zu sehen, könnte vielen tatsächlich helfen, auch zu verstehen, wie man an so eine Aufgabe überhaupt rangehen würde. Also, ich fand das total spannend, als ich diese Khan Academy gesehen habe, so die ersten Versuche, das ist auch jetzt grad mal, weiß ich, das ist ja das Lustige daran. Das ist alles mehr oder weniger passiert in den letzten 4 bis 5 Monaten. Ja, Ne, das das ist sind das alles so Heftige. Dinge, die überholen dich im Gehen, ja, Ja, also irgendwo, wo du so wirklich. denkst, jeden Tag passiert was Neues. Und wenn da jetzt wirklich 100 Millionen Menschen da Zugriff kriegen und dann auf 'ne leichte Art und Weise, wie es früher eben die Cloud war, was einem irgendwie ganz andere Rechenleistungsmöglichkeiten irgendwie gebracht hat über die Zeit und 'nem Selbst-Provisioning-Modell, und du kannst jetzt eben hingehen, kannst solche Sachen tun. Ja, Da werden super viele spannende Ideen dabei rauskommen. Und Bildung ist nichtsdestotrotz in dieser Welt, in der wir leben und von morgen, aus meiner tiefsten Überzeugung, das beste Investment, was du im Moment, überhaupt irgendwie tätigen kannst, ja? Also, in deine Person, in deine Fähigkeiten einfach mhm. 'ne gute Ausbildung zu machen, weil dann kannst du dich eben auch anpassen auf die Dinge, die da eben kommen. Und das ist, glaube ich, Ja. das ist so 'n Part, der, wenn man's übers Spielerische hinaus mal sieht, einfach 'n Wettbewerbsvorteil ist, den wir aber einfach, jetzt hier in unserer Gesellschaft einfach auch brauchen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und diese ganzen Themen, die sind so jung, die gibt es, also, da gibt es noch keine Experten für. Das ist wirklich Lernen, während man es benutzt. Also, anders kann man's nicht sagen. Klar, natürlich gibt es Leute, die mit LLMs schon länger gearbeitet haben oder die vielleicht an der Entwicklung a mitgearbeitet haben, aber die müssen auch rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, Also, Leute, die ein Online-Game tatsächlich bauen, die sind keine Profispieler. Die können dir sagen, wie es technisch gut funktioniert, aber die können es selber nicht auf Profi-Level machen. ja, ja. Ja, das Benutzen und selber machen, das waren sind immer 2 Paar Schuhe. Das Ja, ist, aber wir reden ja jetzt hier in dieser Runde auch 'n bisschen für die Informatiker, ne, und ja, mit auf den jeden Fall. Informatikern. Also, ich glaube, für die Informatiker der Zukunft, die können sich gar nicht mehr so richtig davor wehren. Also, das wird so schleichend, sagen wir mal, in unser, normales Arbeitsleben, Codingleben eintreten, wie das damals das Autocomplete war, ne? Ja. Also, was hat man beim ersten Mal noch irgendwie, laut gebrüllt und hat: „Oh, Autocomplete, ne, und toll und super.“ Heute würde man schon schreien, wenn man's nicht mehr hat. Ja, Und der nächste wirklich. Level davon, was das Coding eben so angeht, ist dann eben solche Language Models, mit denen du eben sagen kannst: „Ich habe was geschrieben, mach mal besser, mach mal schneller, find mal Fehler.“ Ja, das sind eben die Qualitäten, die dann neu dazukommen. Und da Code an der Stelle wirklich ja 'ne strukturierte Sprache ist, aber es ist halt auch 'ne Sprache mit Abermillionen, Hunderte Millionen, Milliarden von Beispielen auf dieser Welt, Ja. wird man da eben auch Dinge finden, ne? Und da muss es auch nicht so sein, dass das Language Model eben
der mit 23er Daten gefüttert ist. Weil die viele Probleme in der Informatik wurden auch schon in den 50ern gelöst, Ja, vorsichtig ausgedrückt. Die sind vielleicht nicht alle so im Internet gelandet, aber zumindest sind die letzten 20 Jahre, glaube ich, sind viele Probleme, die man halt, sagen wir mal, als Optimierung, ob es Algorithmik ist oder ob es irgendwie in 'ner Form Optimierung ist, ob es Parallelisierung ist, ne? Also, die Dinger sind ja alle schon mal irgendwie irgendwo gelöst worden und so 'n Large Language Model findet die halt deutlich schneller, als du das kannst. Und jede ja, Inspiration, die du davon nehmen kannst, wie du deine eigenen Sachen schneller und besser machen nimm sie kannst, dir. perfekt, auf geht's, ne? Ja. Ja, natürlich. Also, ich Also meine, im also Endeffekt mir wollen als wir einfach nur die Dozent Arbeit erleichtern. Ja. Für den Hochschulbereich kann ich sagen, mir als Dozent ist es dann wichtig, ich verlange immer noch, dass man es erklären kann. Also, man Ja, darf es dann machen, man darf es auch einsetzen, wenn man sagt, man hat es getan. Ich verlange trotz alledem dann von meinen Studierenden, dass sie mir erklären können, wie das funktioniert und warum. ja, Sondern an der Stelle kommst du eben nicht darum umhin, sich damit zu beschäftigen und es eben selber zu begreifen, was da passiert ist. Es sei denn also, auch wenn du dir von der KI hast helfen lassen. Also, du musst dann immer noch verstehen und erklären können, wie es funktioniert, auf ne? jeden Fall. Ansonsten, hat das auch ganz überhaupt keinen Sinn, das Ganze. Weil du musst ja auch hinterfragen können, ob die KI vielleicht einen Fehler gemacht hat. Das ist ja auch später dann im Beruf so. Du musst möglichst schnell erkennen, ob die KI Quatsch gemacht hat und dann darauf reagieren können, anpassen können, Code schreiben können, der das Ganze fixt oder natürlich recherchieren können, wie man es richtig macht. Und das ist in der Welt von morgen eben die stärkste Fähigkeit, ne? Ja. Aber auch da haben wir Programmierer ist vielleicht 'n bisschen einfacher, ne, in dem Leben der Informatik, weil wenn du auch wirklich auf so 'ne Art von also, in der reinen Lehre, ne, ich Mhm. packe mal jetzt noch mal meinen Dozenten wieder aus, ne, wenn du sagst, du hast halt 'n Spielsystem, du hast 'n Staging-System und du hast 'n Produktivsystem. Ja, Du kannst ja wirklich ausprobieren, ob's funktioniert. Also, das Schöne am Code ist ja, es muss ja in irgend 'ner Art und Weise dann gehen oder auch richtig. nicht. Ja, und dann hast du vielleicht was kaputt gemacht, aber dann hoffentlich in 'nem kleinen System. Und deshalb ist gerade Programmieren so dankbar, um auch überhaupt generell den Umgang mit einer, was wir ja so einfach unter diesem Begriff KI so subsumieren, das einfach mal zu lernen und zu verstehen, zu hinterfragen und zu gucken, wann hat das Ding jetzt missgebaut und wo und wie muss ich das dann quasi tatsächlich, wie kann ich das selber feststellen? Ja. Weil ich glaube, das ist die größte Fähigkeit von morgen, festzustellen, ob du die Dinge, die du vor dir siehst, ob die real sind oder ob dir da einer nur einen riesen Bären aufbindet, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade dadurch, dass wir so viel einfach auch testen können, also wirklich auch Tests schreiben können, vielleicht sogar mit KI-Tests schreiben können, die wir dann kurz Probe lesen, können wir halt auch sehr, sehr leicht alles, fact-checken, ob die Sachen wirklich funktionieren oder ob sie dann halt abstürzen. Das ist halt, sehr hilfreich. Ja, also auch für die Lehrenden wird das eben bedeuten, ja, dass man halt sich die Fragen nicht mehr so wie sonst wo irgendwo sucht, weil das können andere dann auch, ne, Mhm. sondern halt viel mehr Hirnschmalz da reinstecken muss, ja. Und dass dann quasi dass sich die Fragen und das muss nicht unbedingt gut für alle die sein, die vor so einer Prüfung stehen, sich eben nicht mehr um reine Wissensabfragen handeln wird, sondern es wird sich viel mehr in diese Richtung Transferfragen, also über gelerntes Wissen übertragen auf neue Problemstellungen. Das wird halt, immer mehr und mehr zu diesem Prüfungsschema werden. Mhm. Ja, da müssen sich einfach alle dran gewöhnen. Also, das Werkzeug wird sich immer weiterentwickeln, es wird immer mehr Spaß machen, aber die Prüfungen die Prüfungsaufgaben werden sich halt auch peu à peu anfangen immer Klar. anpassen. Und mein Tipp oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, am einfachsten ist es wieder weg von rein digitalen Prüfungen hin zu Prüfungen vor Ort, Präsenz, wie auch immer. Ja, Das ist der erste Schritt, weil das kann man ohne Arbeit machen, also ohne viel Arbeit machen, sage ich mal so salopp. Und dann tatsächlich einfach zu schauen, dass man, wenn es dann Fernprüfungen sind, in welcher Form auch immer, dass man die dann mündlich, hinterfragen kann, ja. ja? Das ist so der erste Schritt, wie man es machen kann oder muss. Plus diese Selbstverpflichtungen, die man eh schon mit drinne hat und das wird der erste Schritt sein. Aber das wird sich wie so 'n Wettrüsten, das wird sich halt weiterentwickeln, Auf ja? jeden Fall. Aber wo wollen wir hin? Aber Ja. fairerweise, das war auch Müssen wir schon noch davor müssen ein wir noch Problem. Bachelorarbeiten schreiben am Ende? Ja, nein. Braucht das überhaupt noch Ja. einer, ne? Oder fragt man das Wissen auf 'ne andere Art und Weise ab? Muss man nur noch Punkte sammeln? Gibt das nur 'nen individuellen Abschluss, wo ich sozusagen sogar eben gar nicht mehr mit anderen verglichen werde, sondern nach 'nem Leistungsmodell nur ganz individuell, quasi bewertet werde? Also, all das sind alles so Dinge, die sicherlich jetzt noch mal stärker hochkommen, als sie das in der Vergangenheit schon waren. Mhm. Aber ich meine, es war ja auch davor schon eigentlich ein Problem, wenn man gesagt hat, wir wollen eigentlich Prüfungen, die oder wir wollen Fernprüfungen haben und da konnte auch schon jemand 'n Ghostwriter engagieren, beziehungsweise jemand, der halt den Code für einen schreibt. Da Ja. gibt's genug Stories, glaube ich, von Leuten, die da irgendwie ein älteres Semester gefragt haben und gesagt haben: „Hey, programmier mal bitte das ganze Ding hier.“
Also das, sag mal, wenn man bei den großen Tech-Konzernen halt versucht, dann auch dann 'n Job zu finden, Klar, also das die, die's merkt man. schaffen, werden dann halt auch feststellen, dass dann eben Assessments da sind, die halt auch unterschiedlich sind. Da kriegst du 'ne Aufgabe, hast 'ne Stunde Zeit, Ja. dann sollst du mit der Lösung kommen. So was ist natürlich jetzt halbwegs sinnlos geworden, ja, aber halt quasi, wenn dein Gegenüber eben sagt: „So, und jetzt mal hier live und vor Ort, mach mal, zeig mir mal, erklär mir mal, wie du's machen würdest“, so dass man sich eben nicht, auf Deutsch gesagt, dann mit 'ner Hilfe von außen helfen kann. Also diese Fähigkeiten, ich glaube, die Menschen tun gut daran, einfach das zu können, was sie wirklich bauen sollen. Am Ende, glaube ich, ist das, wie soll ich sagen? Also reinkommen ist nur der erste Schritt. Danach muss man immer auch noch zeigen, dass man wirklich was Dass kann man da und dass bleiben man kann, kann. was man Ja, versprochen. genau. Aber, Und trotzdem deshalb macht's auch keinen großen Sinn, sich zu verstellen, sondern man sollte ja, halt mit 'nem guten Gewissen da reingehen können, so: „Ja, ich kann das“, ne? Oder, „Ich habe das schon mal gemacht“, oder, aber mhm, halt selbstbewusst damit umgehen und nicht versuchen, da irgendwas vorzutäuschen, was man am Ende nicht ist. Das fällt auf und das klar, nützt das ist einem eh nix. immer Also, man so. kann zwar heutzutage sicherlich den Job öfter mal wechseln. Das ist ja auch das sehen wir ja natürlich, wenn man generell wir haben ja ganz viel Generation Z oder Gen Z oder wie man das nennen will, natürlich bei uns mit an den Hochschulen. Ja, Wenn das Bild dann eher so ist nach dem Motto: „Ja, ich kann doch da glücklich werden und ich kann da glücklich werden und ich kann da glücklich werden“, dass man nicht mehr so dasselbe die gleiche Bindung hat, wie das vielleicht oder Wertevorstellung mit der Generation davor der Fall war. ja. Aber das holt einen aber auch nachher ein, weil spätestens nach dem dritten oder vierten Mal wird 'n Arbeitgeber fragen: „Warum hast du denn so schnell gewechselt?“ Ja, also das kann man ein, zwei, dreimal machen, auch so vom Bauchgefühl her, ne, so nach dem Motto: mir passiert ja nix“, aber spätestens dann holt es einen wieder ein und deshalb muss man sehr, sehr gut einfach drüber nachdenken, ob man, besser das kann, was man auch irgendwo reingeschrieben hat. Ja, ich Ja, würde es immer noch also wieder allen empfehlen. das sollte man auf jeden Fall, Dafür glaube gibt's ich, machen. genug Jobs und Arbeit in dieser Welt, ne? Alle werden sicherlich mit Kusshand genommen und jeder, der Informatik auch noch in Ansatzweise mag und damit eben, sage ich mal, auch so sein Leben und seine Zukunft gestalten will, der hat so verdammt viele Möglichkeiten. Aber es ist eben ein zusätzliches Werkzeug, was wir wie das Autocomplete nachher einfach anwenden werden, Ja. und gar nicht mehr darauf verzichten wollen, ja. Ja, also wahrscheinlich das ist dann wahrscheinlich ähnlich für uns, wenn wir 'ne Prüfung machen, wirklich vor Ort, wie wenn wir jetzt auf 'm Blatt Papier programmieren. Das ist auch jetzt schon Horror für alle Studierenden. Und ich fühle das komplett. Also, ich würde es auch nicht mehr machen wollen. Ich musste das Ja, 2, also dreimal machen, aber also, wir haben ja auch bei uns so den einen oder anderen, der irgendwie, sagen wir, in der Vergangenheit so die verschiedenen Parameter von Printf abgefragt hat oder so, ne? Das ja gut, kann man ne, aber machen. ist natürlich heute kann man machen, muss man aber nicht, ne? Also, Ja, ne, also solche Sachen sind natürlich dann obsolet. Also, es wird 'n anderer Anspruch einfach daran kommen, dass man es wird nicht mehr um Parameter gehen und solche Dinge, sondern es wird um Struktur gehen, es wird um Architekturthemen gehen, es wird um Systematiken gehen, es wird um, Analysieren gehen. ja. Also, es sind viel mehr, sage mal, höherwertige Aufgaben in Zukunft damit verbunden. Und braucht man es fürs Studium, war ja eben die Frage, ne, ich bin ja der Meinung, man braucht's jetzt noch nicht, aber irgendwann wird man einfach erwarten, dass man einen bestimmten Katalog an Aufgaben in einer bestimmten Zeit erledigen kann. Und das wird irgendwann nur noch gehen, indem man hier ganz viele Werkzeuge hat, weil sonst kriegt man das nicht mehr gehandelt. Das ist aber auch Ja, jetzt und schon mehr diesen geworden. Werkzeugkasten, den muss man lernen, ja, und Ja. da muss man möglichst viel tun, um sich darauf vorzubereiten, ja. Das ist auch jetzt schon mehr geworden. Also, wenn ich mir überlege, dass ich wirklich von der kompletten Dokumentation damals alles hätte durchlesen müssen, die perfekt richtige Funktionen oder Variablennamen immer abschreiben hätte müssen, ohne Autocomplete, ohne irgendwas, dann wäre ich zehnmal langsamer gewesen und dann hätte ich meine Abschlussaufgabe auch nicht geschafft. Also, das ist einfach Macht jetzt schon auch so. irgendwie keinen Spaß mehr, ja. Ne, ja, das sind dann halt auch die Arbeiten, die machst du nur, weil du sie machen musst. Das sind halt einfach Aufgaben, die nerven. Und in Zukunft kann ich halt einfach sagen: „Okay, dann schreib mir halt mal bitte kurz 'ne Funktion und ich lese die nur noch kurz Probe oder teste sie einmal kurz durch.“ Ich glaube, ähm das ist schon auch dann der angenehme Teil, der übrig bleibt, zumindest erst mal. Und wo es dann halt in 10 Jahren ist oder in 5 Jahren ist, das werden wir dann noch sehen, wenn's soweit ist. Aber da frage ich natürlich direkt mal auch wieder dich und das ist auch eine Frage, die mir gestellt wurde. Sind Unis, Hochschulen und Studiengänge schnell genug in dem, wie sie reagieren? Weil wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Es passieren so viele Dinge auf einmal quasi. Es erscheinen so viele Paper momentan, die alle riesig sind. Ich kann nicht mal alle vorstellen. Also,
Wie hast du doch irgendwann mal selber gesagt, wer die Zukunft vorhersehen könnte, ne? Mhm. Da geht's mir ganz genauso. Also, mein Bauchgefühl ist, äh, sie müssen sich deutlich beschleunigen, wenn sie mitwollen. Aber das trifft die Großen stärker als die Kleinen, ne? Also, Mhm. das ist an der Stelle, ich glaube, deshalb muss, aber wenn man da 'n Konsens gefunden hat, dann geht's natürlich auch da, glaube ich mal, rasend schnell. Aber, wird sich da in den nächsten 2 Jahren etwas tun, in substanzieller Art und Weise? Ich würde sagen, es muss. Kriegen das alle hin? Weiß nicht. Das Gute daran ist, also mit KI, dadurch, dass es kein neues Thema ist, ne, also beschäftigen sich ja Hochschulen, auch dieses Hochschulforum Digitalisierung, und da gibt's ja ganz viele Gremien, da gibt's ja Projekte, da gibt's, sage mal, Taskforces, sage mal, in Richtung Bundesregierung. Die Also, wir können da deutlich schneller sein als in den vergangenen Jahren. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, da gab es dieses Rechtsgutachten, ja, das hat 'n Ministerium beauftragt und das lag jetzt im März oder April vor. Das das hätte man sich, sage mal, vor 5 Jahren noch nicht vorstellen können, ja, also, Ja. dass das so schnell geht. Also, ich glaube, das sind sich alle darüber bewusst, dass sie 'n bisschen Gas geben müssen. Aber tatsächlich, glaube ich, haben die ganz großen Brocken und gerade auch die Fernhochschulen, die haben das größte, Eisen zu stemmen, weil, da halt, die nicht in der Lage sind, Stand heute, das eben auf individueller Basis gegenzuchecken. Und das ist, glaube ich, das, was, ja, was den Unterschied dann in zumindest in einem kürzeren Zeitraum ausmachen wird, ja. Ja, verstehe. Also, ich glaube, das ist so gerade das, was auch auf uns zukommen wird, weil wir da auch, glaube ich, in Deutschland insgesamt noch einen großen Nachholbedarf haben. Also, ich meine, wir sind technologisch jetzt nicht so weit vorne und ich glaube, da stimmt mir auch wahrscheinlich der Großteil meiner Zuschauer zu gerade. Wenn wir uns mal angucken, dass ich heute über mobiles Internet streamen muss, weil mein Festnetz ausgefallen ist, also Hey, da muss das mal so, und auch dann, ne, chancenorientiert. Du hast es hingekriegt und zwar in ich 5 hasse Minuten, ja. ja, ja, Ja. Ja. aber immerhin Ja, aber, trotzdem. wir verstehen uns, ne? Also, jetzt wird wenn's um diese AI-Themen geht, also die EU arbeitet ja schon an diesem AI Act, wo ich die Details alle nicht kenne, also an der Regulierung. Im Mhm, Grundsatz befürworte ich das, habe aber genauso Angst, dass es am Ende wieder so, ähm, auf lokaler Ebene so zerrieben wird, dass wir damit 'n Problem haben. Denn ja, ökonomisch betrachtet müssen wir da mitspielen. Wir müssen halt auch Wege finden, wie wir unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft, uns alle auch schneller machen, nicht nur als Individuum, sondern gucken, wie wir da mithalten können unter den ethischen Vorgaben, die wir uns ja selber geben, und unter den, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, wie wir halt miteinander auch mit den Daten von Dritten und so weiter umgehen wollen. Das ist eine Challenge. Aber ich hatte da letztens auch noch wieder was Interessantes gesehen. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber ich gebe es trotzdem mal so durch, dass, sagen wir mal, auch, China jetzt eher überlegt, diesen Einsatz dieser großen Modelle einzuschränken. Warum? Weil sie eben Stand heute noch nicht kontrollieren können. ja, Ja, dass das also eher 'n Argument dafür ist, dass wir, wenn man sich jetzt noch mal, zurücknimmt, einmal tief Luft holt und guckt: „Wie wollen wir es denn haben?“ nicht in derselben Art und Weise, sagen wir mal, uns aus dem Wettbewerb nimmt, wie das vielleicht bei früheren Technologien so der Fall war. Also, ja. ich bin da immer noch ganz guter Dinge. Nichtsdestotrotz, stehen bleiben ist nicht gut. Ähm, und ich weiß, viele Hochschulen an unterschiedlichen Stellen sind überall im Diskurs, wie man es dann eben macht. Ja, Mhm. aber es gibt Kurzzeitlösungen, wie man es bauen kann, aber das skaliert eben im Moment noch nicht hoch, ne? Und das, wird für die Großen zum Problem, für die Kleinen nicht so, ja. Ja, ja, also, ich glaube, das ist auch gerade so das Ding. Ähm, viele viele nutzen es zwar jetzt schon, aber, das, was noch kommen wird, ist dann halt das, was am Ende reguliert werden wird. Also, das, was wir jetzt aktuell haben, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht komplett unreguliert ist. Das, was kommen wird, wenn wir jetzt mal in Richtung Auto-GPT gucken, das ja dann, im Endeffekt die GPT-4 API anspricht und dann auch wirklich Sachen auf dem PC ausführen kann, Code schreiben kann, diesen Code selbstständig ausführen kann. Und da geben einfach Leute, einfach komplett Ja, alle Rechte und sagen: „Mach mal“, ja. inklusive Internetzugriff. Ich glaube, dann wird's schwierig, weil dann bauen wir uns was, was grundsätzlich auch gefährlich werden könnte. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Braucht man auch seine Regularien dann am Ende, ja. Also, das, ja, Stand heute ist, also, das Dilemma ist dasselbe wie vor 20 Jahren auch schon, ne? Also, im Endeffekt, sind wir nicht die führenden Technologietreiber. Da, wo die Technologien heute sind, das ist im Ausland. Also, wir sind immer noch der klassische das klassische Maschinenbauer Land, sage ich mal so salopp. Davon leben wir auch Ja, heute tatsächlich an vielen Stellen noch. ja. Ne, aber, zu versuchen, so eine Infrastruktur auch
europäischen oder unsere nationalen Hände zu bekommen, dass wir solche Modelle auch selber gestalten können, die wir dann ja nach unseren Maßgaben eben auch dann mal allen zur Verfügung stellen könnten, Ja, die dann diese Sicherheitsmaßgaben, die wir haben wollen, dann auch erfüllen. Das ist, aber das bedarf eben großer Rechenkapazität. Ja, die muss man in Deutschland erstmal schaffen. ja. Ja, und ne, Wobei da wir gab es ja einige auch, starke weiß ich nicht, Rechenzentren haben, tatsächlich. Also die sind nicht ohne. ja, ich sage mal, ich meine, Stuttgart beispielsweise oder sowas, 'n Hochleistungsrechenzentrum oder sowas oder Ja, in Jülich oder so, aber das ist noch nicht dasselbe wie 'ne Cloud und ja, ne, gut. und diese Versuche, so 'ne Cloud zu bauen, die hat die Bundesregierung auch schon 'ne Weile ja, quasi angesetzt. Also, man ging, glaube ich, mit Gaia hieß das Projekt mal. Ich Ja, glaube, 2019 Telekom. wurde das gestartet. Mhm. Haben wir jetzt nicht mehr so viel von gehört, aber so 'ne Infrastruktur brauchst du halt, ne? Also, wenn wir da ernsthaft mitspielen wollen, dann bedarf das tatsächlich Investments, dass du auch so 'ne Infrastruktur betreiben kannst, damit du eben so 'n Sprachmodell auch mal eben selber trainieren kannst und nicht dann wieder zu irgendwem gehen musst, der das dann für dich tut und wo du dann wieder 'ne Blackbox zurückbekommst, wo Ja, du nicht reingucken kannst. ohne zu wissen, was Also, für an Daten an drin dieser waren. Stelle an dieser Stelle, muss man das auch nicht nur mit Worten hinterfüttern, sondern eben einfach auch tatsächlich mit Ressourcen, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind einige Fragen gerade noch im Chat reingekommen. Ich würde die mal ganz kurz noch zwischen reinstellen. Die schließen an, was wir vorhin schon besprochen haben. Und zwar, wie schätzt du die Gefahr ein, dass KI als sichere Quelle gibt und damit Falschwissen als wahr angenommen wird? Hoch. Aber das liegt jetzt nicht an der KI, sondern das ganze, Drama hat halt mit den sozialen Plattformen begonnen. Mhm. Ja, also, dass man dann und das ist auch so 'n Drama. Also, wenn man auf die Seite der Kritiker mal guckt, da wird dann so geogen, 2024 ist das letzte Jahr von demokratischen Wahlen auf dieser Welt. Einfach, weil man nicht mehr unterscheiden kann, was wahr und was falsch ist und ChatGPT jetzt eben so 'ne Möglichkeit bietet, auf einer individuellen Mikrobasis, also, ne, du und ich, dass wir unsere eigene kleine Blase bekommen. Okay. Und, wenn wir selber nicht mehr unterscheiden können, was wahr und was falsch ist, ja, dann verliert man auch das Vertrauen, diejenigen, die es gut mit einem meinen und man kann nicht mehr abschätzen, ob das, was jetzt offiziell ist, eben richtig oder falsch ist. Und das Mhm. hat dann echt kann 'n Einfluss auf die soziale Ordnung haben und das ist dann an der Stelle nicht gut. Und Also, dazu brauchen ist wir 'n dann auch die hohes Regularien, ja. gefährliches Potenzial und ja, und grade deshalb ist es eben so wichtig zu verstehen, was die Dinger eben können, was sie nicht können und auch versuchen, zumindest abschätzen zu können, ist das, was einem da vor einem liegt, jetzt irgendwie, eine von diesen künstlich konstruierten Wahrheiten oder ist es eben 'ne echte Wahrheit? Und das wird in Zukunft schwieriger werden. Also, den Leuten auch das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein einfach, ihnen mitzugeben, dass sie in der Lage sind, diese Überprüfung einfach mal machen zu können, in welcher Form Mhm. auch immer, ne? Grade dieses Thema Und es ist Medienkompetenz. wirklich leicht. Ja. So, Ich glaube aber tatsächlich, dass wir da anders ansetzen müssen, als es einfach nur in die Schulen reinzuprügeln und zu sagen: „Ihr lernt jetzt Medienkompetenz“, sondern eigentlich leicht. das reicht halt nicht. Eigentlich muss man wirklich durch die komplette Bevölkerung das Ganze ähm, beibringen, dass auch Das noch nicht ich oder angesprochen, aber du das sehe ich ganz genauso, ja. genau, dass wir auch im Endeffekt die Möglichkeit haben, uns da zu bilden. Und zwar irgendwie fast schon verpflichtend zu bilden, weil wir, na ja, auch damit umgehen und weil wir es auch im Endeffekt nutzen können. Ich meine, ja, im Endeffekt müsste auch meine Mutter lernen, wie man damit umgeht, damit sie es einschätzen kann. Und sie wird sich das wahrscheinlich nicht freiwillig antun. Also, einmal Horrorszenario noch, dann höre ich aber auf damit, ne? Also, wenn Okay. du dir die Bilder anguckst von TikTok, ne, Ja, ähm, wie du sozusagen jetzt, live und in Motion einfach, das Aussehen einer Person ändern ja, kannst, ja, der ist ja? heftig. Ja, Und wenn du jetzt das kombinierst mit Audio Technologien, wo du mittlerweile nach nur 3 Sekunden Sprache, die du aufgenommen hast, quasi 'ne KI fließend einfach dich weitersprechen lassen kann, indem sie 'n ja, Text vorliest und du nicht mehr unterscheiden kannst, ob du jetzt wirklich noch sprichst oder ob die KI für dich weiterspricht. ja. Ja, das heißt, das, was eben, sag mal, Content-Verifikation, ne? Ich kenne dich, weil ich dich sehe. Ich kenne deine Stimme. Also bist du es, ne? Und deshalb vertraue ich dir. Ne? Mhm. Da auf der Seite der bösen Jungs besteht da durchaus das Potenzial, dass das einfach auch in die falsche Richtung geht und du eben nicht mehr unterscheiden kannst, wer dich da anruft. Und der klassische Enkeltrick von morgen wird dann eben nicht mehr sein, ich rufe da einer an und versuche dich zu überzeugen, sondern der ruft dich mit der Stimme deines Enkels an und braucht dir nur zu erzählen: „Schick mal Geld“, ja? Ja. Also, da sind eine Menge auch auf der dunklen Seite der Macht so Potenziale, die technisch heute tatsächlich umsetzbar sind. Und, ich habe nur ein paar Zeitungsartikel irgendwo mal gesehen, wo das auch wirklich dann der erste Scam dann schon so passiert ist, ja, Ja, also ja, auch ja. innerhalb der Mit letzten 4 Monate, mit 'nem ne? CEO So, war das, ja. glaube ich. Das war 'n CEO-Fraud, das habe ich auch mitbekommen. Das war richtig gefährlich und echt Ja, also scary.
Also, auf Stück weiß ich nicht, aber ich kann mir das halt lebhaft gut vorstellen. Also, das Ja, Potenzial, damit Böses zu tun, ist halt genauso gut oder genauso hoch wie das Potenzial, wie damit was Gutes zu tun. Aber, ne, derjenige, der der Konsument ist, der zuhört, der muss halt verstehen, dass es solche Dinge gibt und muss entsprechend, ja, sich vorbereiten. Also, ja. es wird keinen vollständigen Schutz von oben gehen, ne? Also, du selber, deine Bildung, deine Ausbildung, deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen Bist im werden Endeffekt auch dafür ein bisschen wichtig selber werden, ja. verantwortlich, ja. Aber, um jetzt gerade noch mal bei, dem Informatikern und Horrorszenarien aber auch zu bleiben, noch die Ich habe aufgehört. Ich mache nichts so Horrorszenarien. Gibt auch viele schöne Dinge, ja, es gibt viele, viele ne? schöne Dinge, aber trotzdem habe ich hier noch 2 Fragen. Denkst du, dass durch KI im IT-Bereich Jobs wegfallen oder dass im Endeffekt keine neuen Jobs oder weniger neue Jobs offen sind, weil eben mehr gemacht werden kann durch eine Person? Oder vielleicht sogar, dass irgendwann in der Zukunft Programmierer komplett überflüssig werden und stattdessen eigentlich nur noch Softwarearchitekten gesucht werden? Also 3 Szenarien. Weniger Jobs, weil eine Person kann einfach mehr. Jobs fallen weg, also Leute werden aktiv gekündigt oder sogar komplett überflüssig. Also, wenn Also ich das genau wüsste, würde ich jetzt mein Geld in Aktien investieren, aber ja. mein gut Gefühl, also, ja, die Jobs werden sich verändern. Ja, Mhm. also, das ist ganz sicherlich. Also, mit dem alten Skillset wirst du nicht mehr ausreichend klarkommen, ne? Also, das ist, sage ich mal so, wie du Beispiel. Also, am Anfang war es eben, such dir 'ne Programmiersprache aus. Ich meine jetzt, ob's jetzt Java war in der Industrie oder jetzt Python. Dass du die Sprache kannst, war früher toll. Das hat dich früher gerettet. Ja, heute nützt dir das nix mehr, wenn du nicht die entscheidenden Bibliotheken auch noch dazu beherrschst. Ja, Mhm. also dann, ne, also das heißt, das alte Wissen brauchst du noch, aber das ist nicht mehr so viel wert, weil du brauchst das an Anwendung für das Neue. Und du beschäftigst dich eigentlich mehr mit dem Bereich der Bibliotheken, ja. Und so ähnlich sehe ich das in der nächsten Weiterentwicklungsstufe eben genauso. Du brauchst das eine Wissen, du brauchst das andere Wissen und dann musst du aber noch denjenigen haben, der dir sozusagen Dinge beschleunigt, der dich halt, sage mal, ergänzt, ja. Aber, Ja. die Fähigkeiten werden sich verändern. Wir sehen zwar jetzt Frage Teil eins, Frage Teil 2. Wir sehen zwar jetzt, dass es, auf dem Ticker ab und zu mal kommt nach dem Motto: „Wow, das Kündigen der IT-Jobs ist jetzt auch in Deutschland angekommen“ oder solche Dinge. Mhm. Ja, ich glaube aber nicht, dass das, in Anführungsstrichen von Dauer ist. Dafür ist der Nutzen, den wir haben, nach wie vor viel zu hoch davon und die Notwendigkeit, das anwenden zu können in unserer Gesellschaft, um unseren Wohlstand zu sichern, viel zu hoch. Also, es wird eher noch in viele, viele mehrere, Seitenbereiche reingehen. Also, der reine Hardcore-Informatiker, der nichts weiter will, als sozusagen sich nur mit seinem Algorithmus zu beschäftigen, die Anzahl derjenigen, die werden weniger werden, ja? Das werden tatsächlich weniger werden. Mhm. Aber, die Leute, die es eben schaffen, sage mal, die Grundelemente in Anwendungen, in Produkte, in Dienstleistungen, in welche Industrie auch immer, ins Handwerk mit einzubringen, der Bedarf wird exorbitant steigen. Also, es wird sich ein bisschen verschieben. Es wird vielleicht nicht mehr so, nur der theoretische Informatiker gebraucht. Also, von denen glaube ich, das wird eher abnehmen. Aber die Kombination mit der Anwendung des theoretischen Wissens in die verschiedenen Bereiche rein, das Ja, wird zunehmen. Ja, und ja. deshalb glaube ich eher, nein, es werden mehr werden. Es werden wahrscheinlich mehr Wird werden, es die Bereiche mehr geben, machen in aber denen auch dann. ja, also die Bereiche werden einfach deutlich breiter werden. Wird das einmal den Menschen ersetzen? Äh, auch so 'ne Jein-Antwort. Also, grundsätzlich kann man bestimmte Dinge einfach automatisieren. Das geht. Das geht ja heute auch schon mit den bestimmten Bereichen. Das glaube ich schon. Also, Teilaufgaben, dafür wird man, den klassischen Programmierer ersetzen können. Aber auch heute Mhm. ist es schon so, wenn man auch nicht nach der reinen Lehre, aber auch in der Realität, ja, einer schreibt Code, 2 testen ihn. Ja, das geht ja nicht weg, ne? Oder du brauchst eben, auch wenn du Pair Programming in irgendeiner Art und Weise machst, brauchst immer noch das Auge oben drüber, also 'n zweiten, der dann schon gegencheckt, was da passiert ist. Und das wird ja durch die KI nicht abgenommen. Ja, wenn sie dir was schreibt, ist sie, die KI, ja nicht verantwortlich für das, was sie dann tut, sondern Ja, da muss immer noch 'n Men das ist meine feste Überzeugung, da muss 'n Mensch hinter sein, der das kontrolliert, der das freigibt, der die Kontrolle sozusagen hat. Und deswegen, wird es ihn nicht vollständig ersetzen. Sollte es so kommen, dass der Mensch vollkommen aus der Kette raus ist, dann haben wir de facto 'n Problem. Aber nicht nur wir hier einzeln, sondern dann hat die Welt 'n Problem, ja? Dann gibt's viele interessante Filme, die da solche Horrorszenarien, die ich jetzt nicht wieder anfangen werde, eben hochgeholt haben. ja, Also, tatsächlich. unser Job wird eben sein, uns eben auch nicht aus der Loop rauszunehmen. Ich glaube, die Verantwortung muss auch sein, als jeden Einzelnen zu schauen: „Ja, lasst euch helfen.“
aber passt eben auf, dass sozusagen du nicht aus dieser Entscheidung herausgedrängt wird. Das ist aber Mhm. eine von diesen Sorgen, die halt auch gerade diese vielen AI-Researcher da formulieren. Also was sind so potenzielle Risiken? Und das ist eben eins davon, ne? Dass wir also im Prinzip da rausgedrängt werden und nicht mehr die Kontrolle haben und durch den Verlust der Kontrolle dann eben ja irgendwelche komischen Dinge passieren, die wir auch so gar nicht abschätzen haben können. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass eben unsere Aufgabe sich dann auch ein bisschen in diese Richtung wandelt, dass wir, ähm, zusammenbauen, was eine KI uns vielleicht gibt, aber trotzdem so den Überblick über das Große und Ganze haben. Ich glaube, das ist auch so ziemlich genau das, was meine Erfahrungen mit ChatGPT aktuell so widerspiegeln, weil wir also, wenn ich was damit baue, dann ist immer sehr, sehr früh eigentlich schon fast, dieses gesamte Limit an was es alles auf einmal in 'nem Thread sich speichern kann, ausgereizt. Sprich, es weiß nicht mehr, was halt 50 Funktionen vorher passiert ist. Es kann nicht den ganzen Code aktuell irgendwie zwischenspeichern. Diese High-Level-Übersicht, die fehlt, 'ner KI. Wahrscheinlich wird es das noch als Plugin irgendwie geben, dass man da einfach sagt: „Und hier hast 'n Diagramm, so sieht der Code aus, jetzt kümmere dich um die jeweils einzelnen Funktionen und mach divide and conquer.“ Kann ich mir vorstellen, dass es geht, Ja. aber trotzdem wirst du 'n Mensch brauchen, der, der weiß, wie das ganze Projekt eigentlich aussieht und oder auch am besten 'n Team dann und der weiß eigentlich, Wir wie das wollen auch einen funktioniert. Menschen, ne? Wir Ja, wollen den da drinne haben. wir Das ist brauchen ja auch auch jemand, einer der von diesen verantwortlich bewussten ist. Entscheidungen. Ja. Also, ich Wie meine, wir im gelernt Endeffekt ist haben, es ne, das ja. Softwaresysteme haben keine Urheberschaft, dann sind sie auch nicht verantwortlich im weitesten Sinne. Im Endeffekt Auch ja. da werden, Aber ne, also, lange ich glaube, Debatten drüber es gibt noch keine Urteile dazu, wer verantwortlich ist am Ende, oder? Also, grade auch mit Self-Driving Cars ist ja auch immer wieder so 'n Thema. Aber ne? Das war der richtige Begriff, ja. Also, die ja, Diskussion geht ja auch noch weiter, ne? Also, genau. wer ist am Ende schuld? Mensch, Maschine, Versicherung. Ja, wir wollen halt 'n Menschen drinne haben und das macht an der Stelle auch Sinn. Also, wenn und das ist auch 'ne Möglichkeit, dem Ganzen so 'ne Art, sagen wir mal, Entschleunigung, mitzugeben, ne? Solange wir halt sagen, wir wollen den Menschen da drinne haben, der im Endeffekt die Hoheit noch hat und auch die Fähigkeiten hat, hm, ja, haben wir vielleicht die Chance, das entsprechend noch zusammenzubringen. Ja. Aber die Diskussion kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Also, dass man jetzt eben darüber philosophiert, wie soll die Welt von morgen aussehen? Was sind die Fähigkeiten? Was will ich können? Was brauchen wir? Und wo ziehen wir halt erstmal die rote Linie, ne? Dass wir halt sagen, Ja. da wollen wir jetzt erstmal nicht ran, ne? Äh, ja, und Aber dann hoffen wir, dass es wir's wird spannend. hinkriegen. Ja, es wird super spannend. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass es uns halt erstmal zumindest, sehr stark beschleunigen wird und uns die Arbeit an sich einfacher machen wird, wenn wir es vorsichtig einsetzen. Also, ich meine, das gehört eigentlich immer dazu. Ich kann auch 'n Küchenmesser falsch einsetzen. Ich bin aber 'n Fan davon, also Bildung, ne, um dann wieder zurückzukommen zum Urthema. Also, Bildung ist einfach das Beste, was man machen kann. Ja, Denn, es wird auch so sein, also die Leute, die diese Werkzeuge benutzen können, die haben einfach, ne, weil die wirklich beschleunigt werden, weil die wirklich effizienter werden oder Dinge halt effektiver machen können, die haben 'nen Vorteil, ne? Leute, die es eben nicht benutzen, die geraten halt dann eher noch in Nachteil. Also, diese Technologie hat auch durchaus mhm, das Potenzial, diese soziale Schere, also noch weiter aufzumachen, ne, ohne ja. Horrorszenario. Ja, deswegen möglichst in der Breite, wirklich, reinbringen. Ja, und ob wir Aber dann übermorgen noch Aufsätze schreiben müssen oder nicht, das das, schauen wir mal. wird sich dann zeigen, ja, Aber im genau. Grunde, hat es ja auch die Chance, dass es die soziale Ungleichheit 'n bisschen ausbügelt, weil wenn jeder Zugriff auf Korrekt, diese aber das bedarf Technologie nur hat der Erkenntnis, dass wenn man's benutzt, ne, ja, bedarf nur der Erkenntnis, wenn man's eben benutzt, kann einem das wirklich helfen aber man muss die Leute auch tatsächlich dann motivieren, dass sie's eben tun und auch da, gibt viele Hilfestellungen an vielen Stellen und das kann man auf verschiedene Bereiche da übertragen. Aber die ja, Leute müssen diese Hilfen auch annehmen und sie müssen auf Deutsch gesagt einfach nur verstehen, dass es ihnen nützt, ja. Und da sind nicht alle. Also, Informatiker haben ja schon mal das große Glück, also ohne wir gearteten Computer, ne, dann bist du ja aufgeschmissen, ja. So, ja, also, du musstest ja schon mal überhaupt irgendwie in Vorleistung gehen, um etwas zu tun oder zu lernen, mhm, damit du am Ende Spaß haben kannst. Aber das ist nicht bei das stimmt wohl. allen so, nicht bei allen Menschen, nicht bei allen Jobs, bei allen Aufgaben so, ne, dass du irgendwie physikalisch erst mal in Vorleistung treten musst, damit du irgendwie da was, machen kannst. Und deshalb glaube ich aber, dass das an verschiedenen Stellen den Leuten helfen kann, weil es jetzt eben runtergebrochen ist bis auf die individuelle Ebene. Hey, und Matheaufgaben rechnen, ja,
Also, ich hätte mir das damals auch gewünscht als Hilfestellung, Ganz ja. ehrlich, auf Selbst jeden wenn es Fall. so ist, dass ich halt nachher alleine in einem Raum sitze und immer noch die Aufgaben von Hand nachher rechnen muss, aber es hätte mir eben ganz, ganz stark dann schon geholfen beim Verständnis. Aber einfach nur zu Also, sagen: „Wie gehe ich an so 'ne Textaufgabe ran? Erklär mir das mal alles.“ Das, ich glaube, das hilft grade Kindern, die's noch nicht so verinnerlicht haben, auf jeden Fall, ja. Also, ich glaube, das hat also, ich finde schon das total faszinierend. Ich habe mal ich ja, wei natürlich immer, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, ne? Also, ich habe immer gesagt, „ChatGPT, fass mir mal bitte, die Fachhochschule der Wirtschaft zusammen. Was machen wir?", ne? oh ja, Dann hat er mir so 'n riesen Salamon gesch also, okay. Heidenspaß, also, macht vielleicht jeder mal so, ne, 'n bisschen einfach mal schauen. Und dann habe ich aber mal den nächsten Schritt gegangen und gesagt: „So, jetzt fasse mir mal die Fachhochschule der Wirtschaft für einen Sechsjährigen zusammen." Mhm. Und das ist 'n Heidenspaß, das musst du mal machen. Ist Also, super, solche Sachen musst du mal ist versuchen. super. Also, einfach die Perspektive zu ändern, ja, so mal von Erwachsenenstatus und das, was dann halt im Netz steht, ne? Ja. Und dann durch die Maschine runterbrechen lassen auf den Level eines Sechsjährigen. Also, das ist schon 'ne Leistung, ist beeindruckend, ja. Ja. Das ist cool. Aber das kannst du ja mit jedem Thema so machen. Das heißt eigentlich, eröffnet es auch 'nem Sechsjährigen die Möglichkeit, Quantencomputer zu verstehen. So, also auf 'ner natürlich fundamentalen Art und Weise, aber es ist 'ne Grundlage. Man wird nicht mehr ausgeschlossen, nur weil man halt vielleicht noch nicht so weit ist in seinem Grundlagenwissen, sondern man kann sich tatsächlich jetzt direkt Wissen anlesen zu Themen, die vielleicht zu kompliziert sind. Ich meine, wenn ich mir 'n Wikipedia-Artikel angucke, meine Freundin liest ganz gerne Wikipedia-Artikel über ihren Fachbereich, ist was Medizinisches. Ich habe keine Ahnung davon. Das ist furchtbar, ich verstehe gar nichts. So, wenn ich mir das jetzt zusammenfassen lasse für 'n Informatiker, dann kriege ich Analogien, die, das triggern, was ich verstehe. Und das ist schon ganz gut. Das haben wir ja 'ne Idee für heute Abend, ne? Also, wenn wir hier Also, durch sind. wenn jemand nachher Langeweile hat, ich Ja, kann's absolut empfehlen. ja. Aber ja, also es Also, die Faszination dieses Werkzeuges ist halt hoch. Herausforderungen für die Hochschulen sind auch hoch, ja. ja, Ähm, aber ich glaube, alle ist daran gelegen, quasi uns alle darauf vorzubereiten, dass das Zeug ist gekommen, um zu bleiben, in welcher Form auch immer. Es wird überall jetzt ausgerollt, es ist einfach da, der Geist ist aus der Flasche, ne? Die ja, Zahnpasta ist aus der Tube und beides geht nicht mehr rein. Also, jetzt geht's darum, sinnvoll damit umzugehen und ich glaube, selber auf dem Fahrersitz zu sitzen und entscheiden zu können, was ich mit mir mache oder ob ich das annehme oder nicht annehme, das ist das, was jeder Einzelne erst mal auf der individuellen Basis tun kann und gesellschaftlich müssen wir halt eben schauen, dass uns das irgendwie nicht überrollt, ne? ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber grade das, was du ansprichst, dass wir lernen müssen, damit umzugehen, weil es jetzt einfach da ist. Das ist so 'ne Art, Verpflichtung auch schon fast wieder. Also, du sagst ja, wir müssen lernen, damit umgehen. Und ich glaube, genau das ist das, was wir irgendwie noch nicht so ganz oder viele noch nicht so ganz wahrhaben wollen. Wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir damit klarkommen, weil es ist jetzt halt da. Aber wenn du überlegst, seit wann ist das letzte System da? 30. November 22. Na ja, Das seit wann ist ist das letzte jetzt System ziemlich da? genau, Wahrscheinlich seit vorhin. So, je ja, nachdem aber welches. ne, 6 Monate. Ja, 6 Monate und in der Zeit passiert wirklich tagtäglich und ganz viel, ja? Also, es hat einfach 'ne ganz andere Dynamik als früher. Das ist, ja, ja. Jetzt ist es Ware für die Massen, Systeme für die Massen. Dann ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, Facebook ist irgendwie ihr Language Model irgendwie rausgerutscht, ne, als ja. Open Source Open Variante Source, ja. irgendwo. Ja, es ist, nicht nur da, sondern auch noch kontrolliert in der Welt. Ja, das macht die Also, Sache 'n bisschen ja, gefährlicher, aber ja, mal gucken, auf welchen Daten sie's trainiert haben. Teilweise kann man's ja auch wieder extrahieren, sodass man die einzelnen, Lerndaten rausbekommt oder zumindest Bruchstücke davon. Und dann wird's lustig, auch ja. grade was Privacy und so was angeht, aber na ja. Ja, Aber f also, für alle die, die noch mehr diese Horrorszenarien haben wollen, ähm, hinter Social Dilemma gibt's, sozusagen den zweiten Teil, das heißt AI Dilemma, findet man auch auf YouTube. oh, Ne, also, wenn du okay. da mal reinschauen willst. Und die haben so 'n paar Szenarien gemalt, also, wie gesagt, nicht überernst nehmen, aber trotzdem, ne, für sich selber bewerten, dass du halt jetzt, beispielsweise hingehen könntest, im Endeffekt ist alles eine Sprache, ne? Also, Mhm. ist eigentlich egal. Die Sprache, wie wir sie sprechen, ist halt deshalb so kritisch, weil darauf basiert unsere Kommunikation, unser sozialer Zusammenhalt, unsere Gesellschaft, das basiert alles auf Sprache. Ja, Deshalb ist es gut, dass die Sprachmodelle in irgend 'ner Art und Weise auch, reguliert sind, ja?
Aber ist egal was, du kannst ja jede andere Thematik auch als Sprache formulieren. Und die haben so ein paar schöne Beispiele da gehabt. Das eine zum Beispiel war, WLAN-Signale, und Videokameras, ne? Du hast beides zusammen, ja, Okay. und kannst dann sozusagen, ja, also hast die WLAN-Signale und du siehst, wenn Menschen im Raum sich befinden, die dann mit dem Handy im Ah, Raum rumlaufen, ja, ja. Mhm. ja. Und dann KI in der Form jetzt mit ChatGPT, du trainierst das und dann kannst du die Videokamera wegnehmen und kannst dann nur noch anhand der WLAN-Signale quasi tatsächlich voraussagen, welche Menschen sich wo im Raum befinden. Das ist spooky. Du Mhm. siehst die nicht mehr, dass sie halt über solche Signale rausfinden, was im Ja. Raum ist. Das ist einfach spooky. Oder dass du Leuten ein Foto zeigst, dann tatsächlich 'n fMRA, aufsetzt, also sozusagen Gehirnwellenscan Mhm. machst und siehst, welche Zellen im Gehirn aktiv sind. Das kann ja jeder, ne? Aber das andersherum ist, wenn du dann hingehst und sagst, du hast nur noch das Gehirn und du scannst das Gehirn und lässt dann das, was du da aufgenommen hast, einmal durch 'n ChatGPT, 'n trainiertes Modell laufen und am Ende sucht dir die KI 'n Bild raus von dem, was der Mensch sich angeguckt hat und das ist verdammt dicht dran. Ja, das Ja, dann nähern wir uns jetzt der Traumdeutung, ja. Also, wenn das das habe ich wirklich auch so schon käme, das gesehen. wäre schon Ja. total faszinierend. Also, es gibt viele, viele faszinierende Dinge, aber, ne, es hat immer auch 'ne andere Seite. Wir müssen halt gucken, dass wir die andere Seite halt dann, ja, dass wir uns sehr bewusst sind und gucken, dass wir sie, nicht einfach so gewähren lassen. Ich glaube, da gibt's viel zu tun. Und dass Ja. wir auch Ja, verantwortungsvoll halt Reverse damit umgehen. EEG, ja, Reverse EEG. ja, Ist das schön. Ist schon spooky, also das auf jeden stimmt schon, Fall. da richtig. Da wird schon noch einiges auf uns zukommen und wir müssen halt mit vielen Technologien gleichzeitig lernen, umzugehen. Aber ich glaube, wir kriegen das schon hin, weil wir für alles auch im Endeffekt Leute haben, die sich damit auskennen und, Leute haben, die wissen, wie man damit am Ende dann umgehen könnte oder sollte. Das ist es. Du musst dich damit beschäftigen. Das ist der ganze Ja, Trick. Ich glaube, am Ende darfst du halt nicht nur auf das reinfallen, was du einfach irgendwo in den Nachrichten siehst, sondern musst dich einfach mal damit beschäftigen. ja, Dann verliert das A seinen Schrecken und B macht auch noch 'ne Menge Spaß und es hat unglaublich viel Potenzial für die Zukunft. ja, Also, jeder, der sich in dem Rahmen jetzt von Informatik, von normaler Informatik so tummelt, der kriegt damit ein Riesenwerkzeug an die Hand, ob jetzt reguliert oder nicht, womit es so viel mehr Spaß macht, Dinge zu tun, weil man sich halt vielleicht auch mit diesen bestimmten Details einfach nicht mehr immer auseinandersetzen muss. Ja, man muss es einmal lernen ja, und dann kann man der Maschine sagen: „Hilf mir da, mach mir da 'n Stück, tu mal dieses oder jenes.“ richtig, genau. Finde ich total faszinierend. Du hast das in deinen Videos ja gezeigt, wie man das dann auch nutzen kann, um mal irgendwie, sagen wir, das Thema Cyber Security 'n bisschen nach vorne zu treiben. Könnte man oder Ja, wird auch schon gemacht. Also, ich meine, wir haben da ja schon einige Paper jetzt gesehen, die da in letzter Zeit rausgekommen sind. Und wenn ich ganz ehrlich, wenn ich keine Malware-Analyse mehr von Hand machen muss, das ist super. Da kriege ich einfach ein Tool an die Hand, das quasi ein perfekter Virenscanner ist. Dann kann mir das Ding durchgucken. Ah, okay, ja, das verschlüsselt Dateien. Ja gut, dann lassen wir das mal. Führen wir mal nicht aus. So, es braucht natürlich alles seine ja, ja, Rechenpower, ja, aber es ist super mächtig und ich glaube, gerade in den ja. nächsten paar Jahrzehnten wird der Bereich natürlich sich überall irgendwie einschleichen und dann einfach ein Tool sein, das nicht nur halt erstmal jetzt Informatikern hilft, weil wir sind die Ersten, die unsere eigene Arbeit natürlich vereinfachen wollen. Klar, ich meine, würde ich auch machen. Aber dass es dann halt auch in alle anderen Bereiche so überschwappt und dort halt auch die Arbeit erleichtert. Und, ich glaube, das ist eine riesige Chance auch, also in jedem oder in sehr vielen Bereichen zumindest. Und da hatte ich tatsächlich auch noch eine Frage aus der Community mitgenommen, die ich jetzt auch noch kurz mit dir ein bisschen besprechen würde. Wenn man selbst im Bereich KI arbeiten möchte, welche Richtung sollte man dann so im Studium angehen? Also, was macht man da im Studium dann? Also, vielleicht jetzt mal so für die, die sich wirklich technisch damit beschäftigen wollen. Boy, das ist eine sehr gute Frage. Es hat wirklich damit was zu tun, wo man hin möchte, ne? Also, Mhm. KI im Hintergrund erst mal, ist und bleibt so ist Mathematik. Ja, Mathematik, statistische Modelle. Also, wenn man 'nen Faible hat für Statistik oder das in der Schule schon gern gemacht hat, dann kann man sich dem nähern, ansonsten würde ich da erst mal die Finger von lassen. Ja. Man kann aber auch, größer es gibt ja nicht nur, ChatGPT, sondern das ist ja 'n Teilelement von dem maschinellen Lernen und da gibt's halt verschiedene grundsätzliche Strukturanalysen. Was für Verfahren gibt es für bestimmte Domains? Was ist jetzt gut für Bild oder für Textanalyse, ne? Also, solche Sachen. Also, alles, was sich um den Bereich dann, Datenanalyse rankt, ist 'ne gute Grundvoraussetzung, weil das hat was Mhm. damit zu tun. Also, Big Data. ähm, Data Engineering, Data Science sind die neudeutschen Begrifflichkeiten, die dann, wenn man so will, sich da eher mit beschäftigen. Ansonsten bodenständige Informatik, hat ja schon sehr viele dieser theoretischen Anteile. Ich meine
weiß nicht, wie viele Mathe-Vorlesungen in deinem Studium drin waren, aber viele wahrscheinlich, ne? Also, Die ersten 4 Semester waren quasi nur aber Mathe, ja. aber von daher, ich glaube, es wird egal sein wo, weil es wird in allen Bereichen einfach zuschlagen. Also, Ja. das Lernen, damit umzugehen, ja. Wenn man tatsächlich dann sich da rein entwickeln will, das hat wirklich viel mit Theorie zu tun, mit eben, Analytik und Stochastik. Ja, also das sind so die Bereiche, wo man sich damit beschäftigen will. Mhm. Die alten KI-Ansätze hatten alle was mit Logik zu tun, ne? Also deterministische Modelle, die halt irgendwie auf Regelwerken basierten, die sind ja nicht außen vor, die sind halt jetzt, wenn man so will, nur überholt. ChatGPT generell, ich übersimplifiziere das jetzt mal, ist ja nur ein riesengroßes neuronales Netzwerk. Aber wenn man sich die Struktur Ja. anguckt, wie das vom Grund her funktioniert, das kann ich auch mit 3 Neuronen machen, ne, und nicht mit ganz vielen Du Neuronen. kriegst dann halt wahrscheinlich Ja, nicht also so für die viele Ergebnisse und nicht so gute Ergebnisse, aber grundsätzlich würde das gehen, ja. aber 'ne binäre Entscheidung kriegst du auch damit dann hin am Ja. Ende. Ja. Also, von da also 'n gutes Grundwissen, gutes Basiswissen, das hilft, weil der Rest kommt dann tatsächlich, in jedem Falle, ne, über die Vertiefung, Spezialisierung, die man dann eben wählen kann, Mhm. bestimmte, Arbeitsbereiche. Es kommt wirklich darum, ob man in den Hardcore-theoretischen Bereich mit rein will. Also in die Und da gibt's Forschung, ja. sicherlich auch bei den unterschiedlichen Hochschulen einfach auch Foci, ja. Also, es gibt halt Hochschulen in Deutschland, die sich auch speziell dann auf KI einschießen. Ich meine, ich glaube, nach dem letzten halben Jahr behaupten sie alle, sie können KI in selber Größe, aber das ist nicht richtig, ne? Also, ich sage mal so, mal 5 Jahre zurückgucken und wer da schon mit KI geworben hat, ne? Also, die sind sicherlich ganz weit vorne im Bus. Möchte man's theoretisch, möchte man's anwendungsbezogen machen. Theoretisch sind halt große Volluniversitäten sind dann eben die richtigen. Möchte man es anwendungsbezogen machen, dann sind's auch Fachhochschulen. Also, mittlerweile gibt's ja keinen Leistungsunterschied mehr zwischen 'nem Bachelor an der Universität und einer Fachhochschule. Das ist tatsächlich gleichgeschaltet. Früher gab's da noch 'n Unterschied, das gibt's heute nicht mehr. Und an einer Hochschule wie der unsrigen, wo ich halt selber bin, da legen wir halt, ganz viel Wert darauf, über das duale Studienmodell, die Dinge jemandem so zu zeigen, dass man sie anwenden kann, ja, für Ja. Mehrwert anwenden kann im Unternehmen. Also, man muss so 'n bisschen schauen, was man für 'n Typ ist. Ist man der Theoretiker, ja, dann bleibt die Volluniversität, die großen Hochschulen mit, keine Ahnung, 50, 40, 50.000 Studierenden sind die richtigen. Möchte man 'nen praktischen Bezug haben, oder die Dinge auch mal irgendwo anwenden können, sind Fachhochschulen wirklich 'ne gute Wahl dieser Tage. Ja, und, wer dann halt tatsächlich noch mehr in diesen Anwendungsbereich reingehen möchte und dann während des Studiums auch schon schauen kann, wie man das, was man da lernt, wirklich Mhm. faktisch anwendet, der ist in einem dualen Studium gut aufgehoben, wie beispielsweise Werbung an Block der eigenen Hochschule, der FADW, Werbung aus Block, ja, so. Also, im Endeffekt, muss man ja auch mal sagen, es gibt jetzt mittlerweile so viele Bereiche, die eigentlich so in KI eigentlich schon dabei sind, auch wenn man also ich meine, ich habe Paper gelesen, wirklich Forschungspaper von, großen, Unis aus Amerika waren die, glaube ich, hauptsächlich, die sich mit Prompt Engineering beschäftigt haben. Die wissen, wie so ein KI-Modell funktioniert. Das ist dann aber eher so eine theoretische Ebene, 'n bisschen mathematisch, so auf der einen Seite. Dann gibt's aber auch Leute natürlich, die im Bereich, des Anwendens natürlich sind. Also, ich meine, man fängt ja normalerweise an mit so einer: „Okay, ich benutze es selber.“ Das ist meistens so der Fall. Und dann schaue ich, okay, wenn ich jetzt so ein Ding wirklich selber entwickeln will, dann welche Ja, Stufen habe ich dahin? Erst muss man Daten sammeln, das wäre dann wahrscheinlich Big Data. Ihr habt ja auch 'n Studiengang Big Data beziehungsweise Data Science. Das wäre dann sowas in diese Richtung. Daten sammeln, Daten auswerten, Daten verarbeiten, Daten sortieren, Daten bereinigen, alles mit Daten halt. So, das ist so die eine Stufe. ja, Das ist quasi so das, was gefüttert wurde an das neuronale Netz. Dann die nächste Stufe wäre aus diesen also, nehmen wir an, wir haben die Daten und wir machen was damit. Das ist so der nächste Studiengang. Das ist dann eben Machine Learning. Da würde dann neuronale Netze, Statistik, äh ja, das ist so das Wichtigste. Würde reinzählen und natürlich ja, auch 'ne aber gewisse Prise Mathe. früher aber auch schon lernen müssen, ne? Dass also sozusagen für die verschiedenen Problemklassen im Endeffekt bestimmte Technologien und Verfahren einfach die besten sind. Also, das Ja, fängt ja immer noch damit an, dass man mal, versteht, was sind so Häufungen, was sind Clusterbildungen, ja? ja, Bis man dann hinten bei irgendwie so bei 'ner EM-Algorithmus. Monte-Carlo Markov oder so, das dauert 'n bisschen, ja? Also, das Mhm, sind auch kleine Bausteine, damit man eben einfach das Grundkonzept dann mal versteht, auch mit dem Sortieren, von dem Trennen und dann wird das immer komplizierter, bis das am Ende tatsächlich in dieses Reinforcement Learning dann Stand heute ist das ja das, was, die meisten Chancen hat bei hoher Rechenleistung. Die ja, Dinger lernen oder konvergieren halt unglaublich langsam, aber mit der Rechenleistung ist es natürlich jetzt eben genau das, was man eben bringen kann. Früher genau. konnte man das in der Theorie,
aber man hat eben das nie geschafft dann oder hatte nie die Kapazitäten selber, das irgendwie dann auch wirklich so umzusetzen, ja. Genau. Also, Aber was ich auch noch dazu sagen wollte, ist vielleicht tatsächlich der Bereich der Anwendungsentwicklung selber. Also gerade Softwareentwicklung, Software Engineering, weil mittlerweile auch sehr viele Anwendungen gar nicht mehr die KI selber bauen, sondern eben eine bestehende KI, die wir irgendwie nutzen können. Also zum Beispiel GPT-4 API einfach benutzen. Die baust du bei dir ein, überlegst, wie kann ich das in meine Anwendung einpflegen, sinnvollerweise, und baust dann eine Anwendung drumrum. Die muss ja nicht jeder irgendwie selber bauen. Das wäre ein Bereich, der eigentlich wenig mit KI zu tun hat, aber trotzdem irgendwie diese KI halt benutzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch mobile Anwendungen entwickeln. Also gerade, dass wir irgendwie äh, Apps haben, die dann eben genau das tun. Solche Sachen sind auch immer relevanter, weil wir haben jetzt Modelle, die stark sind und wir kriegen wahrscheinlich ja, sehr, sehr schnell Modelle, die sehr stark sind. Die müssen aber auch trotzdem benutzt werden. ja. Ja, also deswegen war ich auch vorhin so ein bisschen zurückhaltend mit der Antwort. Also, Ja. ich bin selber schon auch ein Fan von, sage ich mal, Low-Code, Mhm. Anwendungen, ja, also das ist durchaus etwas, was auch sagen wir, nicht die Vollprogrammierer immer mehr in die Lage versetzen wird, ist es ja heute schon, aber dann ist eben einer von diesen Low-Code-Blöcken, wie du gerade sagst, ist dann halt, wenn man so will, irgendein Language-Modell drin oder 'n anderes Plugin drinne. Ja, Genau. und dieses No-Code komplett zusammenschieben, das geht ja auch für kleinere Anwendungen. Für große wird es halt nach wie vor unglaublich unübersichtlich, dass man einfach ein visuelles Problem hat, das zu erfassen, egal wie groß der Bildschirm ist. Ja. Aber das Programmieren selber wird sich natürlich tatsächlich auch verändern. Also, es ist nicht mehr nur so, dass man eben wirklich auf der Tastatur halt, Sprachbefehle im Grundwortschatz da reinhauen wird. Das wird nicht passieren. Ja, auf jeden Ja, Fall. sondern diese Abstraktions aber das hat man damals, seinerzeit auch schon mit COBOL oder so, geschafft, ne? Also, Mhm. je weiter einfach, sagen wir mal, die Entwicklung voranschreitet, desto mehr werden diese Sachen gerappt in was auch immer, nenn es Und Plugins, nenn es desto Pakete, höheres nenn es Level wie auch haben immer. wir dann, ja. Und dann irgendwann schiebst du nur noch die Pakete zusammen und du weißt nicht mehr, was da drin ist und noch nicht mal mehr, was das für 'ne Programmiersprache ist. Ja. Das ist von daher da aber es ist trotzdem, wie soll ich sagen, für die, die Spaß daran haben, ist es einfach 'n lohnendes Geschäft und man kann unglaublich kreativ sein und der Bedarf an Menschen, die da Fähigkeiten haben, der wird einfach nicht abreißen. Der wird einfach kontinuierlich steigen, ja. Ja. Und es wird Ja. auch immer spannender werden. Also, ich meine, ich habe, schon mehrfach diese Moment, jetzt muss ich gucken, wie rum ich zeige. Ich glaube, ich zeige richtig rum für die Leute, die hier zusehen. So 'n Graph gesehen, mit der Technologieentwicklung. Wir sind jetzt ungefähr so hier, so da, wo es richtig abgeht. In Ordnung. Jetzt habe ich dich grad nicht verstanden, entschuldige. Du hast genau andersrum gemalt. Du musst einmal andersrum malen. Ah, siehst du mal, dann ist teilweise ist Ich gespiegelt. weiß, ich weiß. Doch, ja, hier, das funktioniert. Also bei dir ist, glaube ich, gespiegelt. Bei mir ist richtig rum. Also stellt euch einen exponentiellen Graph vor. Ja, also jetzt sind wir quasi an der Stelle, sagen zumindest viele, wo es richtig abgeht. Wir können es aber selber nicht richtig einschätzen, weil wir natürlich nicht diese Beobachterperspektive haben, wo wir noch hingehen werden. Ähm, ja, Das ist so. Und wir haben einfach keinen wir sind als Lebewesen nicht dafür geschaffen, exponentielle Prozesse beobachten zu können. Das können wir nicht. Daf ist gut, wenn man's berechnen kann, aber, so wirklich erfassen, das, fällt uns wirklich tatsächlich schwer, ja. ja, Und, ähm schade eigentlich. oder vielleicht sollte ich sagen, mir fällt es schwer, um die Anwesenden nicht, zu bevormunden, aber, ich sehe zumindest auch durchaus andere Menschen, denen das halt ist schwer. Ist halt ganz normal, ist 'n Problem. Ja, natürlich, auf jeden Fall, weil wir nur das kennen, was wir bisher hatten. Und jetzt sind wir irgendwie schon fasziniert, wie schnell es jetzt gerade geht. Und wenn wir diesen Graph weiterverfolgen, dann sollte es wahrscheinlich in einem Jahr noch mal doppelt so schnell gehen. Also, Das ist total spannend. Ich finde das auch total spannend. Sich diese Sprüche, nach dem Motto: „Alle 2 Jahre verdoppeln wir die Datenmengen auf dieser Welt.“ Also, alle 2 Jahren produzieren wir genauso viele Daten, wie wir in der gesamten Menschheitsgeschichte davor, produziert haben. Ja, das ist ja, also 'n exponentielles Wachstum. Ich muss mal fairerweise ist gucken, genau das ob ich passiert tatsächlich in der Vergangenheit. Wir sind, glaube ich, immer noch im Rahmen drin. Also, ich glaube, es stimmt sogar noch aktuell. müssen wir ChatGPT mal fragen, was Also, ich freue mich jedenfalls total, dass du in 2 Wochen bei uns bist an der Auf Hochschule, jeden ne? Fall, ich auch. Das wird sehr, sehr spannend. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, es gibt einen Link. Also, ich bin in 2 Wochen in sowohl Paderborn als auch in Bergisch Gladbach. Einen Tag bin ich beim einen und
Tag drauf bin ich genau beim anderen. Also, ihr müsst ja auf der Webseite gucken, da steht alles dabei. Da komme ich dann vorbei und da machen wir ein bisschen Prompt Engineering. Mal gucken, was sich bis dahin noch entwickelt. Ich hatte ursprünglich geplant, dass wir meinen Kanal mal analysieren und mal gucken, was noch für coole Videos bei mir rauskommen. Mittlerweile ist das so einfach geworden. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt 3 Stunden dazu brauche, weil ChatGPT-Plugins. Ah, Die gab es da noch ja. nicht, als wir das geplant haben. Aber ich hatte da wirklich schon Studis drauf. Also, die haben gesagt: „Ach, der kommt, der dann“, also, da freuen wir uns sehr drauf, ja. Ich freue mich auch schon drauf. Das wird Und, super lustig, mal Leute live zu sehen und wirklich auch mal mit den Leuten reden zu können und mal wirklich gucken, was wir da auch zusammen rausbekommen aus den ganzen Experimenten. Also ich meine, ich mache ja quasi jeden Tag neue Experimente mit diesem Tool. Ähm, und das ist schon irgendwie faszinierend, wie viel man da hinbekommt. ich Ja, freue mich drauf. Sehr es wird schön. lustig. Haben wir noch Fragen? Wie kann beziehungsweise sollte man in der KI oder bei einer KI mit extremen Ausreißern umgehen? Also, die Antwort in der Statistik wäre jetzt wegwerfen. Wegwerfen? Also, ich leider keine pauschale Antwort, aber am Mhm. Ende hilft's 'n bisschen, weil im Endeffekt auch so 'n GPT, im Endeffekt ist das 'n probabilistisches Wahrscheinlichkeitsmodell, was am Ende dir in irgend 'ner Art und Weise sagt, wie wahrscheinlich ist der nächste Part. Also, wenn da von einer Antwort auf die andere 'nen Riesenausreißer drinne ist, dann würde ich sagen, dass dann ist irgendwas, ne, weiß ich, in den Dann ist Rohdaten falsch irgendwas gewesen. normalerweise kaputt gegangen. Also, vielleicht ganz kurz dazu, ich habe Ja, vorhin für 'n Video mit ChatGPT recherchiert, und es gibt ja dieses Bing-Plugin, wo man quasi browsen kann. Also, man fragt dann einfach 'ne Bing-Suche und bekommt dann die Ergebnisse. Und das war was völlig unrelated und dann hat's irgendwann angefangen, nach, ich glaube, Rolls-Royce zu gucken, was gar keinen Zusammenhang hatte. Ich weiß nicht, ob's die Bing-Werbung war, die's da analysiert hat, aber ich fand's ziemlich lustig. Und, ja, es gibt manchmal solche weirden, Ausreißer, die eigentlich gar keinen Sinn machen, aber sie passieren und das sind dann einfach Fehler aktuell noch. Also, momentan würde ich sagen, es sind aber Fehler. gut, die Frage ist gut, ne, im Sinne Ja, von, also, erst mal feststellen, dass das 'n Ausreißer gefühlt ist. Das ist ja schon überhaupt 'ne Fähigkeit, die muss man haben, ja? Also, überhaupt erst mal 'n Gefühl dafür zu entwickeln, ja, das ist nicht nur eine weitere Antwort, sondern das ist eine, die so weit in Richtung Mond ist, ne, dass man da überlegen muss. Also, das finde ich in jedem Fall gut, aber dann meine erste Intention wäre, ich würde es noch zweimal versuchen, 'n bisschen drum herum fragen und gucken, ob ich was hinbekomme. Aber ansonsten würde ich tatsächlich diesen Ausreißer auch als solchen dann nehmen und wegtun. Ne, wenn's meine eigene Datenbasis ist, würde ich dann anfangen zu suchen, wo denn ursächlich das herkommen könnte. ja. Ja, weil dann Also, wenn's wirklich was dann ist der Bedeutendes ist, wo man sich wirklich so denkt: „Okay, das ist jetzt 'ne Forschungsarbeit“, dann würde ich das tatsächlich einfach mal untersuchen. Man kann's ja im besten Fall, da arbeiten ja alle dran, dass KI nachvollziehbarer wird. Dann kann man sich ja angucken: „Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir jetzt diesen Ausreißer und was genau bedeutet der eigentlich für mich?“ Und, wenn er wirklich bedeutsam ist und vielleicht richtig ist, kann man's ja nachgucken. Dann kann man mal selber wieder seine Gehirnzellen anschmeißen. Es ist halt auch so etwas, ne, wo man eben mit, sagen wir, das kann man in deterministischen Modellen eben viel besser machen, wo weil die eben irgendwie regelbasiert sind, wo man einfach nachschauen kann. Ja, Ja, und wenn man seine wie auch immer, sein eigenes Language-Modell hat, hat man eben die Chance, noch reinzugucken. Und das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte. Man kann es eben in den kommerziell Trainierten eben dann nicht unbedingt immer mehr erkennen oder das ist nicht mehr eben das erklären. Ding, Das ist ja. ja, Ja, aber es ist ja. auf jeden Fall eine spannende Frage, die wir, auch wahrscheinlich noch klären müssen. Ganz kurz, es gab noch eine Frage zum Event. Kann man, wenn man nicht ganz pünktlich vor Ort ist, kann man dann auch noch dazu stoßen? Klar, es läuft halt dann. Ja, Logisch. okay, gut. Ja, ich war mir da nicht ganz sicher, wie ihr das macht, ob ihr dann sagt: „Türe zu“, aber ja, Ne, das also gut. wenn du dann da bist, also wir sind dann sehr offen. Also, wir auch sehr leger, sage ich mal, ne? Wir freuen Super. uns und, machen das dann 'n bisschen so wie hier, außer dass dabei noch was zu knabbern und, Getränke gibt, sage ich mal so. Hm. Aber so, dass man einfach weiter auch Spaß haben kann. Also, wir wollen ja alle gegenseitig da auch 'n bisschen was voneinander lernen und Ja. miteinander Spaß haben. Genau, die letzte Frage. Braucht es nicht immer einen Menschen, um das Digitale in die reale Welt anzubinden und auch um Kunden zum Beispiel anzulernen und neue Systeme zu integrieren? Also irgendwer muss ja quasi die ganze Technik den normalen Leuten erklären. Sowas könnte eigentlich nur von einem Roboter übernommen werden und nicht von der KI selber. Ja, sie kann das auch machen. Meine Wunschvorstellung ist eben, dass sie, wie gesagt, aber immer noch das tut, was man selber von ihr möchte. Ja, Mhm. also, sie soll das in einem Rahmen machen, der über den Menschen gesteuert, kontrollierbar ist und eben im Zweifel auch abschaltbar ist. Da rutschen wir jetzt Ja, so ein das, bisschen in die Ebene von Robotik rein, ne?
Weil im Endeffekt ist ja Robotik auch nur Code, wenn man so möchte, plus mechanische Bauteile. Das heißt, du musst das Ding einmal bauen und Du danach kannst du es halt ja. programmieren. Und am Ende kannst du alles, was 'n Roboter ausmacht, auch in eine Sprache übersetzen. Darum, also jedes Modell ist eine Arm Sprache heben. und damit kannst du natürlich ja, ja, kannst du das auch steuern. Ja, Es war grundsätzlich nicht schlecht, das kenne ich so mehr so aus'm Tanzbereich, aber war trotzdem mal nicht übel. meine Roboterimitation, I guess. Ja, aber grundsätzlich würde das ja gehen, weil das hier sind zum Beispiel so Winkel. Also, wenn ich gerade so irgendwie was kippe, dann ist das ein Winkel, den ich einfach nur anpasse. Das ist 'n mathematische Berechnung im Endeffekt. Und sehen wir ja auch zum Beispiel bei 3D-Modellen, wenn wir die in Computerspielen sehen, dann bewegen die sich auch durch eben diese mathematischen Berechnungen und da kannst du dann die einzelnen, Gelenke, rotieren oder transformieren einfach. Ne, also Also, das ja. vielleicht 'n bisschen weitergedacht, alles, was so autonomes Fahren, autonome Steuerung, Autopiloten, ja, das braucht auch kein Menschen. Also, da fliegt die Maschine ja in 'n physikalisches Dingen. Also, wir haben Ja. so was in der Welt ja schon. Ich möchte halt nur immer noch, dafür plädieren, dass man immer noch eingreifen kann, wenn man dann eben möchte. Ja, und Mhm. deswegen sage ich mal, ist der Mensch an der Stelle nach wie vor wichtig. Hier mal ganz kurz Ja. eingeworfen, mein Horrorszenario, warum ich ein bisschen Flugangst habe. Und zwar, ich habe einen Bericht gelesen, dass eben eine neue Art von Autopilot in der Software eingebaut wurde von 'nem Flugzeug und die war leider kaputt. Das heißt, der Pilot konnte nicht mehr eingreifen. Das Flugzeug ging dann halt so relativ bald und das ist nicht schön ausgegangen. Also, immer dem Mensch die Möglichkeit geben, einzugreifen, ansonsten kann es echt unangenehm werden. Ich glaube, bei der 737 MAX war das auch ein Problem, warum die 2 Flieger da runtergekommen sind, weil die Ah, da 'n MCAS-System hieß das, glaube ich, da eingebaut haben, was, ja, das ist, wo man als Mensch nicht beängstigend. mehr wusste, was die Maschine tut. Und das war dann eben nicht gut an der Ja. Stelle. Ja, Grad das beim ist Fliegen ist das nicht gut. aber gerade wenn wir uns die Situation von Piloten angucken, da geht der, Autopilot an, aber ihr müsst ihn halt auch dann ausschalten, wenn er nicht funktioniert. Sprich, ihr müsst erkennen, wann die Maschine 'n Fehler macht, ganz einfach gesagt. Ihr müsst dann aber auch im Notfall in der Lage sein, das Ding selber wieder zu landen, weil wenn die Software mal kaputt ist, dann müsst ihr eingreifen können. Und so ist es eben für Informatiker auch. So ist es eigentlich immer. Man muss immer in der Lage sein, Stopp drücken zu können und dann wieder selber aktiv werden zu können. Man kann sich nicht zu 100% drauf verlassen. Das geht einfach nicht. Ist aber 'ne schöne Analogie, ne? Also, es Ja, ist wirklich, ich ne, finde ich man finde es 'ne muss tolle was die Analogie. Maschine tut und wenn sie's nicht tut, muss man sie auch verstehen, dass sie nicht richtig funktioniert. Ja. Wenn's 'n Ausreißer gibt, dann muss man sie abschalten und dann muss man im Zweifel auch noch eingreifen können, ja. Und dazu Schön, brauchst du also das war doch Techniker 'n sch und dazu brauchst euch am Ende auch. Deswegen, ich finde das eigentlich 'n schönes ja. Schlusswort. Oh, wunderbar. Ja, dann auch noch mal herzlichen Dank in die Runde, ne, auch dass noch so viele so lange ausgehalten haben. Ja, Wie auf jeden gesagt, Fall. falls ihr Lust habt, kommt vorbei Ja, wir würden uns in freuen. Vor 2 allem ich Wochen. würde mich freuen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Danke, dass du dir auch Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich wünsche allen was, ne? Macht's gut zusammen. Einen wunderschönen Abend noch. Mach's gut. Tschau. Zur nächsten Runde.